So, und damit ein fruchtiges Willkommen mal wieder zu einem weiteren Livestream. Ich hoffe, dass alles soweit passt, dass das alles soweit noch funktioniert, dass sich da nichts umgestellt hat. Das macht es ja bei mir ganz gerne mal. Ich muss gerade erstmal selber schauen. Ja, Stream sollte da sein. Und damit Hallöchen, Hallöchen. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Genshin Impact. Das Update ist mittlerweile 1,5 Wochen alt. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, seitdem groß weiterzuspielen. Also damals haben wir ja einen Stream gehabt. Da haben wir auf Raiden Shogun gepullt. Hat leider ein bisschen mehr gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe viel mehr verballert, als ich eigentlich wollte. War dann auch so ein bisschen deprimiert und so. Aber ja, wir haben sie. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Auch wenn ich schon von mehreren Seiten jetzt gehört habe, dass sie gar nicht so stark sein soll, dass viele ein bisschen enttäuscht sind und so. Aber wir schauen mal. Ich muss gerade mal schauen. Ich habe neue Kopfhörer, beziehungsweise es ist auch ein Headset, das eigentlich, also die Kopfhörer sind eigentlich Bluetooth. Das Problem ist, mein PC kann kein Bluetooth. Also ich habe kein Bluetooth-Adapter im PC. Mit dem Laptop ja, aber so muss ich das Ganze halt mit Kabel machen. Deswegen habe ich leider auch hier die Mikrofongeschichte mit dabei. Und Hallöchen Manu. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen weiterspielen, unter anderem noch so ein paar kleine Sachen unterwegs machen, aber ich möchte auch gerne mal die Hauptstory spielen, weil ich muss auch unbedingt die Weekly-Bosse noch machen und da gibt es ja noch einen neuen Weekly-Boss, den wir, glaube ich, soweit ich weiß, über die Story freischalten. La Signora, und da müssen wir mal schauen. Aber erstmal habe ich jetzt hier gemerkt, wir haben ja hier mal irgendwann was reingepackt in dieses Bambuskörbchen und dann gab es hier eine Nachricht, dass wir über unseren Elementarblick hier die Spuren weiter verfolgen müssen. Und dann sollten wir irgendwo eine Sache finden. Ich weiß es nicht, was wir da finden werden, aber wir schauen einfach mal. Ach, da hinten geht's weiter. So. Wir haben ja beim letzten Mal auch hier die neue Insel erkundet. Da sind wir sogar schon in Anführungszeichen recht weit, 73%, aber hier waren wir noch gar nicht. Da kommen wir aber von der Story hin. Angeln können wir übrigens auch noch machen und wir müssen unbedingt noch die Events machen. Also es gibt einmal hier ein Fishing-Event. Da werden wir gleich auch mal schauen, was wir da machen müssen. Und ein Fight-Event, was nur noch einen Tag geht. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall auch heute machen. Also viel geplant und eigentlich wollte ich gar nicht so ewig spielen, aber wir schauen mal. So ein paar Sachen machen wir auf jeden Fall noch. So. Falls ich übrigens ein bisschen fertig aussehe, liegt daran, dass ich heute Nacht erst irgendwann von der Arbeit nach Hause gekommen bin und heute Morgen dann relativ früh aufstehen musste. Und erstmal zum Frühstücksbuffet eingeladen war. Und es gab zwar ordentlich Kaffee, aber der hat so langsam nachgelassen jetzt. Deswegen habe ich mir auch wieder einen neuen gemacht. Der ist noch ein bisschen heiß, den trinke ich gleich nebenbei. So, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Wir besiegen einfach mal hier Mr. Ich weiß es nicht. So. Die macht halt, finde ich, also sie ist im AOE, glaube ich, gar nicht schlecht, aber so, man sieht es halt schon. Also wenn ich jetzt dagegen mal mit Dilu kämpfe, der macht halt viel, viel mehr Schaden als sie. Gut, sie ist bei mir auch nicht mega ausgestattet. Das ist es halt. Ich glaube, dass sie halt auch wirklich echt nur gut ist, wenn du sie halt C1, C2 hast oder halt die Waffe. Aber ich habe jetzt keine Lust noch auf die Waffe zu pullen, weil ich habe so schon viel zu viel verballert, deswegen lassen wir das Ganze mal. Wenn das nicht so ganz extrem teuer wäre, dann geht denn das hier weiter? Das kommt von hier. Ja. Links nichts, rechts nichts. Hallo? Dann
Bin ich schon ein bisschen überfragt. Müssen wir jetzt doch hier das Lager machen? Wollen wir mal ein bisschen schauen. Hä? Führt hier direkt zum Baum. Wir klettern mal den Baum hoch. Wer weiß, was auf dem Baum ist? Ne, ist auch nichts. Keine Ahnung. Ich mache mal hier vorne die kleinen Typen platt. In der Hoffnung, dass da irgendwas passiert, aber nö. Das Rätsel ist schwer gemacht. Okay. Da muss ich gleich mal schauen. So, ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber das ist, da drüben ist so eine kleine Insel, die sieht ein bisschen verdächtig aus. Das Schwert haben wir schon rausgezogen, okay. So, du stirbst einfach auch mal, was auch immer du hier gemacht hast. Du warst einfach, glaube ich, nur hier, weil... keine Ahnung. So, ich muss gerade erstmal wieder klarkommen. Ich habe zwar immer so die Tage mal die Dailies hin und wieder gemacht. Ich habe sie leider auch wieder ein paar Tage verpasst, weil ich dann nicht so viel Zeit hatte und so. Ja. Eine Insel mit ein paar Ästen. Das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Falls wir hier überhaupt was machen müssen schon. Es geht bestimmt jetzt in irgendeine Richtung weiter. Ich muss gerade mal schauen, wo wir da Spuren finden. So. Das... Ja, das würde nicht weitergehen. Dann würde es ja Hinweise geben. Also. Jetzt kam auf einfach Musik. Das ist auch sehr seltsam für mich gerade, weil ich höre tatsächlich wieder auf beiden Ohren jetzt. Ich hatte das Problem bei meinen alten Kopfhörern, da war ja die eine Seite nicht mehr funktionsfähig. Ich habe die zwar noch, aber ja, das hat... Ja. Guten Tag. Das kann ich auch nicht lesen. Was bitte muss ich denn hier machen, außer hier vielleicht das Feuer ausmachen? Was auch nichts bringt. Ich muss insgesamt 3 verschiedene... Was? Ich habe noch nicht mal einen gefunden, oder? Das sind keine Zettel, oder? Ah, ja. Notizen des Apothekers. Ach so, okay. Gut, gut. Jetzt ist nur die große Frage, wie weit die hier irgendwo verteilt sind. Oder geht's dann weiter? Nee, ne, dann ist immer noch die große Frage, wo der Rest davon ist. Ja,
Es ist ja jetzt hier so Nadel im Heuhaufen mäßig. Was sind das überhaupt? Ach, das sind so Sandwürmer, ne? Hier so Wattwürmer. Kann man die irgendwie fangen? Ah, Unagi-Fleisch. Ach, cool. Es gibt noch... Oh, super. Also das heißt, ich muss jetzt wieder zurück und muss von da aus wieder neu los. Gut, dann können wir unterwegs die Daily noch mitnehmen. Beziehungsweise ich sollte eigentlich erst ein bisschen was von den Punkten verballern, vom Harz verballern. Dann werden wir gleich mal schauen, dass wir einen der Weekly-Bosse klatschen. Nö. Und danke fürs Beseitigen. So. Da gibt es mal ein bisschen was und... Das ist nur so ein verlorener Text, ne? Da weiß ich ja auch nicht bei dem, ob der irgendwo hinführt oder nicht. Oder ob der einfach nur dazu da ist, dass wir hier rüberkommen besser. Aber wir schauen einfach mal. So, wenn wir jetzt mal hier sind. Ah, das ist so... So, das ist die Daily, die kenne ich. Da müssen wir einfach... es ist, glaube ich, egal, welche wir nehmen. Wir nehmen mal Sarah. Da müssen wir einfach... Kein Problem. Wir müssen einfach ihm ein bisschen Bogenschießen beibringen und ihm zeigen, wie das funktioniert. Und wir dürfen nur die normalen treffen. Also die roten dürfen wir nicht treffen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ne, ich muss aufgeladene Schüsse machen. So, dann du. Du. Eigentlich relativ simpel. So. Und er klatscht sogar. Cool. Na? Hat's dir gefallen? Wir sind halt ein Bogenschieß-Profi. So, gegen dich will ich nicht kämpfen. So, jetzt müssen wir gucken. Wir sind, glaube ich, auf der richtigen Seite, ne? Das Haus müsste da oben irgendwo sein. Da gehen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich die Quest machen, aber dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, bevor ich das wieder vergesse, machen wir das jetzt noch fertig. Genau, da vorne ist das Haus. Manchmal triggert er halt irgendwas mit der Kamera. Und ich weiß nicht, ob das irgendein Hinweis ist oder ob das einfach nur... Ja, keine Ahnung. 2 andere Spuren. Geht nur eine Spur weg. Oder teilt sich das hier irgendwo auf? Ah, hier. Ah, okay. Das ist die, die wir lang gegangen sind, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Ah, okay. Ah. Vor allem, soll ich da jetzt wieder hochklettern? Oder ist das hier unten drinne? Das ist halt jetzt so die große Frage. Bevor ich da unten reinkletter, schauen wir mal lieber hier. Das hier sieht so ein bisschen danach aus, als wenn wir da wieder hoch müssten. Deswegen suchen wir erstmal hier oben, würde ich sagen, oder? Ah, wobei... Ja.
Die führt in die Richtung wieder. Die führt schon wieder da lang. Sind wir da nicht genau da, wo wir vorhin waren? Ja. So. So, die sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil die braucht man immer für die Tränke zum Craften. Das ist ganz gut. Ja, aber jetzt kommen wir doch wieder genau da an, wo wir vorhin waren. Das ist das Problem. Hm? Sieht man die Zettel mit dem Elementarblick? Das wäre halt so ein netter Hinweis, aber sonst... Hier sehe ich keinen. Hier war ja auch nichts drauf. Deswegen. Ist er doch da hinten unten am Strand? Guten Tag, habt ihr einen Zettel gesehen? Ich brauche einen Zettel. Gebt mir all eure Zettel. So. Ich habe gedacht, dass das relativ schnell geht, deswegen, ja. Aber irgendwie dauert das doch länger, als ich dachte hier. Also die Spuren sind ja mal irgendwie nicht wirklich aussagekräftig, oder? Weil jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorhin schon war, bei der anderen Spur. Also... Also so ganz hilfreich ist das alles nicht. Was ist denn das für ein... Ich weiß halt nicht, ob das Teil mir jetzt sagen will, geh da unten rein. Oder ob einfach... Das geht hier hinten dann halt wieder weiter. Das ist so das Komische. Das verstehe ich halt nicht. Das führt da oben rum, das eine. Ah, okay, das ist... Ah. Das ist die andere Spur. Die eine geht nach unten und die andere geht hier hinten weiter. Ah, okay. Da liegt eine. Lol. Ja, okay. Hä, warum geht dann die Spur weiter? Das verstehe ich nicht, hä? Ist ja mega dumm gemacht. Die Spur hier verstehe ich halt null. Ich würde jetzt am ersten tippen, dass die eine Sache da unten ist, aber... Was ist das für ein dummes Rätsel? Das könnte jetzt überall sein. Manu, gib mir mal bitte einen Tipp. Ist das da unten drinne? Weil ich habe jetzt eigentlich eher Lust, die Story zu machen und nicht hier 3000 Jahre an irgendwelchen Zetteln zu verzweifeln. Also wenigstens, ob das da unten drin ist oder nicht, weil nicht, dass ich da unten jetzt runterkletter und alles gucke.
Bleib hier, Eidechsli. Kann ich das hier noch starten? Nö. Ich glaube, das war nicht da unten. Da bin ich nämlich auch noch da. Ja, das Problem ist, dass das hier und da dann halt wieder hoch zeigt. So, und dann geht es hier hinter weiter. War hier nicht eben noch eigentlich irgendwo eins, wo ich rausgeklettert bin? So, man klettert hier nämlich wieder hoch. Dieses eine verwirrt mich hier halt. So, das lässt mich wieder in die Richtung gehen. Dann ist da aber noch eins, was so ganz komisch in die Richtung geht. Das heißt, entweder hier unten. Vor allem, warum versteckt man hier Zettel? Jetzt mal ehrlich. Joa. Also du weißt nicht mehr, wo es ist, oder was? Diese Spur ist halt, die geht da lang. So, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine andere ist als die da oben. Hier geht nämlich auch eine rein. Die geht dann nämlich schon wieder in die Richtung. Hey, das ist... Und hier oben geht eine lang. Okay, das ist die eine. Die geht aber auch darunter. Ist das? War nicht so weit. Da unten irgendwo auf einem Felsen. Da oben. Ja, aber warum zeigt denn das? Das ist ja ein dummes Rätsel. Ja, weil die Spur geht da lang weiter. Deswegen, hä? So. Hallöchen Zucker. Dann, wenn ich endlich mal irgendwann jemals dieses dumme Rätsel hier fertig bekommen habe. Wenn ich da nicht 10 Jahre dran sitze. Nee, eigentlich ist geplant, nachher noch eine Runde zu spielen. Auch wenn wahrscheinlich wie jeden Samstag kaum einer da ist.
Wobei, ich mache ja nur noch Videos. Ich mache ja keine Livestreams mehr. Livestreams sind ja uncool, also. Das hier ist aber nicht das Teil, was ich brauche, oder? Ne, Fragment eines Kriegstagebuchs. Warum sind hier zwei von den Teilen? Ach, hier teilt sich das, glaube ich, auf, oder? Das ist doch dumm. Vor allem, das macht nicht mal Sinn, diese Wege. Die gehen einfach kreuz und quer. Haha, ich bin heute auch erst um 0 Uhr oder so da. Wieso das? Was machst du? Meinst du Steinhaufen oder Pfeiler? Das ist eine Echse. Weil nicht, dass ich jetzt hier auf irgendwelche Pfeiler klettern muss. Wie auch immer da oben Seiten verstecken sollte. Also hier irgendwo auf der Mauer oder einfach irgendwelche Felsen? Ah, du machst Party. Ich mach Party. Machst du auch Party? So, da, aber nicht hier unten. Sondern eher hier oben, oder was? Der Brezel ist. Nicht weit weg von deiner Markierung. Ey, was habe ich hier überhaupt markiert? Das ist so die große Frage. Okay, das sind Zuckerblumen. Ich glaube, ich brenne hier gleich einmal alles ab und dann... Ja, nicht weit von der Markierung. Das Problem ist, hier sind nicht viele Steine. Da war's, glaube ich. Es hilft mir auch nicht weiter. Warum kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Mann, Mann, Mann. Ihr müsst doch das Spiel spielen, um mir dann helfen zu können. Das ist mal so... Die Frage, ob ich die Seiten so sehe? Nein. Kann doch nicht so schwierig sein, hier irgendwelche Buchseiten zu finden. Nee, kannst du nicht, weil mir diese komische Quest von der Katze den Multiplayer-Modus gesperrt hat. Was ich an diesem Spiel immer noch das Unsinnigste von allen finde. Es gibt bestimmte Quests, wenn man die angenommen hat, kann man nicht mehr in den Multiplayer. Wo ich mir denke, warum schreibt ihr die Quest nicht einfach so, dass man sie im Multiplayer nicht machen kann? Oder dass sie halt im Multiplayer auch funktioniert? Ich verstehe es nicht. Das ist das erste Spiel, wo ich je kennengelernt habe, wo bestimmte Quests den Multiplayer zerschießen. Hier haben wir, glaube ich, die andere gefunden, ne? Geh mal Richtung Schlangenknochen. Die da? Oder die oben? Also diese Winden, diese hier Energiemarkierungen, die sind ja mega unsinnig. So. Da. Lol. Die sieht man schon von 3 Kilometern eigentlich. Wow.
Ja, vielen Dank. Was kann ich damit jetzt machen? Das ist die gute Frage. Jetzt habe ich einen Erfolg bekommen, aber ja, dann müssen wir mal gucken. Da? Ich bin da, ja. Hallo? Zucker? So. Sensei Naoko ist heute verstorben. Also kann ich mich nur mit einer süßen Lavendel-Melonensuppe selbst befriedigen. Das klingt ein bisschen falsch. Ja. Seite 1 ist, glaube ich, nicht so... Einfach den Weg zur Piratenseite zu zeigen. Und obwohl Onkel... Zucker, wo bist du? Ja, Zucker, wo bist du? Wo machst du Party? Und warum bin ich nicht eingeladen? Auf der Insel mit einer lärmenden Elfe an seiner Seite. Ach, das sind wir. Ha! Ausländischer Freund ist die Forschung weit voraus. Südlich der Yashiori-Inseln gehen. Die ist ja mit einer vollen Dosis. Das ist irgendwie Sandbank. Yashiori-Inseln. Yashiori. Sandbank. Da. Eins von denen, ne? Das Problem ist, wir fliegen einfach mal. Ah, Kaffee. Also ich würde es nicht Sandbank nennen. Dann ist es einfach der Strand wahrscheinlich. Und ich muss gar nicht mal aufs Meer hinaus, oder? Oder es sind einfach Steine. Steine im Wasser. Ja. Wahrscheinlich steht er da jetzt einfach dumm am Strand und an der Klippe irgendwo rum und ich fliege jetzt hier auf die Inseln raus. Oder er ist auf diesem komischen Felsen da in der Mitte. War am Strand. Wow. Deswegen ist bestimmt auch der Teleporter da. Das ist manchmal diese Beschreibung und die Quests manchmal ein bisschen seltsam an manchen Stellen. Ja, super, hier. Das ist jetzt einfach eine Truhe. Und das war's? Also, das war's jetzt? Das ist jetzt vorbei, oder? Oder kommt da noch irgendwas? Nicht mal ein Hinweis, eine Nachricht, irgendwas? Okay. Seltsam. Also, soweit ich weiß, okay. Hast du hier mal geschaut, ob man später da den Korb wieder füllen kann und dann, dass es quasi dann von da aus weitergeht? Aber nee, ne? So, und Zucker, wo bist du denn jetzt überhaupt? Das hast du immer noch nicht gesagt. Da steht doch der Korb als Hinweis. Ja, aber da steht nicht mal ein Hinweis im Körbchen oder so. So, wir machen jetzt einfach mal einen Weekly Boss schon platt, damit wir ein paar Punkte weggeballert haben. Wir nehmen einfach mal hier Mr. Walfisch.
Kann ich da drin? Nein. Ich habe schlauerweise Sarah dabei. Na, wir sollten es. Ja, nee, das war auf jeden Fall nicht so das Niceste, was ich gerade gemacht habe. Vor allem, ich habe keine Barbara dabei. Ja, nee, das ist jetzt... Wir gehen doch mal raus. Ich wechsle gerade nochmal das Team. Aber das finde ich ganz cool, dass es auf diesen Inseln nochmal so ein paar Sachen gibt, die man so nachträglich machen kann. Auch nicht nur an einem Tag, sondern dass man dann teilweise nochmal später wiederkommen muss und so. Also kann man das halt auch nicht an einem Tag durchrushen. Die ersten haben nämlich ja am ersten Tag schon wieder so viel gespielt, dass sie da schon komplett durch waren. Und dann von wegen, ja, man kann nicht so viel tun, mi. Und das ist dann zum Glück nicht ganz so extrem. Oh, die Luke. Die Luke ist auch tot. Ah, verdammt. Gut. Wo haben wir eine Statue? Da ist eine Statue. Dann wollen wir den Luke auch mal wiederholen. Gut. Ich dachte schon, die Statue ist kaputt. So. Also ich muss sagen, ich finde den hier eigentlich... Ich will keine Markierung. Ich finde den nicht schwer, aber der macht halt auch Mörder-Damage. Und deswegen muss man den eigentlich... Gerade die erste Form finde ich irgendwie am schlimmsten von den dreien, muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich gleich mal schauen, dass ich in ein bisschen Buff-Food reinballer und dann davon haben wir eh so viel... Oder können wir so viel craften, deswegen... So und... Alter. Das meine ich halt, ne? Also. War super. Wow. Letzter Move ever. Boah, Alter, der ballert so rein. So, ich finde, die zweite Form macht schon deutlich weniger Schaden, komischerweise. Außer jetzt an... Irgendwas hat mich auch umgestellt, weil ich mache auf einmal viel, viel weniger Schaden als noch vor kurzem. Irgendwas... Normalerweise habe ich den so niedergeballert. Und irgendwie... Oder haben die was verändert mit dem Update? Weil ich habe das Gefühl, ich mache einfach deutlich weniger Schaden. Weil normal habe ich den immer mit einer Combo. Du glaubst, der Game Sound ist nicht zu hören. Ja, das kann gut sein. Moment. So. Nee, das ist falsch. Ja, jetzt ist er wieder weg. Warte. Ja, ich habe manchmal das Problem, dass ich auf einmal keinen Sound mehr habe. Und dann ziehe ich immer meinen Bildschirm raus. Und irgendwie nimmt er dann den Sound auch komplett raus.
Ei. Ah, ich finde die erste Form halt mit Abstand am stärksten von ihm. Was ich halt sehr seltsam finde, weil normalerweise werden Bosse mit jeder Form stärker, aber irgendwie finde ich die letzte Form ist so die einfachste von ihm. Keine Ahnung. So. Dann haben wir jetzt wenigstens ein paar Punkte verballert. Oh, wir haben sogar zweimal nichts bekommen. Wir haben auch das Lösungsmittel bekommen. Jetzt können wir halt nebenbei ein paar Punkte sammeln. So. Gut, dann können wir jetzt uns endlich mal an die Inazuma-Quest machen. Beziehungsweise Dailies müssen wir auch noch unterwegs machen, aber wir machen die eine Daily hier nochmal und dann schauen wir. Ich weiß jetzt auch, warum wir letztes Mal dieses komische Rätsel nicht hinbekommen haben. Das werden wir dann später auch noch machen. Hier gibt es auch wieder voll viele Artefakt-Spots, ne? Hier allein auf... Ich glaube auch allein auf dieser Insel. Mal abgesehen von den Tanukis. Bestimmt 20 Spots oder so sind hier. Den will ich gar nicht. Ist mir egal. Wir haben sowieso keinen Platz für die ganzen Artefakte im Moment, das ist das Problem. So. So. Ach, lebt noch. Ich dachte, wäre schon lange tot. Upsi. Supi. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt so im Nachhinein immer mal wieder die eine oder andere Quest gefunden. Also wir haben zum einen die Sakura Baumfliege, die müssen wir noch machen. Das ist noch von der alten Gebiet. Dann haben wir jetzt Neko ist eine Katze. Das soll eine Quest sein, die man immer wieder machen kann. Oder mehrere Quests hintereinander. Deswegen machen wir die gerade mal kurz. Da gibt es dann irgendwie jeden Tag irgendwie eine Folgequest oder so. Deswegen, dass wir das beim nächsten Mal dann weitermachen können oder so. Machen wir das nochmal schnell. Und dann machen wir gleich die Dings weiter. Ah, hier können wir alles Mögliche reparieren. Ah. Wir bauen wirklich nach und nach den Schrein wieder auf. Ach, cool. Weil letztes Mal haben wir ja schon die Spendenbox repariert. Und wahrscheinlich kommen dann hier auch immer mehr Leute. Hoffe ich zumindest. Miau, miau, miau. Das Holzregal. Ich hab's repariert. Oho, hast du das also? Ah, dieser Schrein sieht jetzt noch mehr nach einem aus. Miau, miau. Gut. Erzähl den zwei grünen Menschen, dass das Regal repariert wurde und dass sie jetzt Holzblöcke dranhängen können. Und während sie das tun, können sie einige andere Leute mitbringen und beten und das Kästchen mit Mora füllen. Nein, dieser grüne, große Mensch ist sehr furchterregend. Er kann die Gedanken von Katzen lesen. Ah, okay. Also der ist gruselig, aber eine sprechende Katze jetzt nicht, aber egal. Aber wir haben auch schon andere sprechende Tiere kennengelernt. Also. Das Gebetsregal wurde repariert. Ja. Ich wurde von der übergangsmäßigen Oberpriesterin beauftragt. Neko hat dich dazu beauftragt? Ja. Sind ja also unsere Handlung also aufgefallen. Das kann man so sagen. Da ist das Spendenkästchen und das Gebetsregal. Ja. Ja, keiner wird hierher kommen? Nö, also ich hoffe, wir haben uns extra Mühe gegeben. Fräulein Eiko, Frau Neko ist nur eine Katze. So, Hallöchen Eiko. Gute Arbeit bei der Reparatur. Danke. Aber die Gebetstafel, man kann überhaupt nicht sehen, was auf ihnen steht. Wie lange ist es her, dass... Ich habe einige Holzblätter in der Nähe gefunden und ich habe uns einige Gebetstafeln geschnitzt. Oh, ich schließlich Gebetstafeln, die dranhängen. Ah, ja,
baut uns Gebetstafeln. Hast du irgendwelche Wünsche, Fräulein Eiko? Ich kann sie für dich aufmalen. Eine Gebetstafel bei diesem Schrein aufhängen. Was für ein interessanter Gedanke. Gib mir eine dieser Tafeln, ich werde mich selbst um das Bemalen kümmern. Gut. So, jetzt erzählen wir Nico, dass sie da welche aufhängen und Nico freut sich und dann ist die Quest, glaube ich, auch für heute schon wieder durch. Ich habe gesehen, dass die zwei grünen Menschen Vorbereitungen treffen, Holzpferde aufzustellen. Ihr seid wirklich ein verlässliches Paar. Ja. Und sie werden sicher dann andere Menschen informieren, welche diesen Schrein besuchen werden. Ja. Hoffe ich mal. Warum willst du den Schrein? Ah, weil sie Oberpriesterin ist. Ja, gut. Ah. Und sollte Hibiki nochmal irgendwann zurückkommen, sollte der Schrein natürlich jetzt nicht so zerstört aussehen. Bin ich mal gespannt, ob die am Ende wiederkommt. So. $10.000 Mora. Der Mond ist aufgegangen. Das ist Event-Quest. Tatara-Geschichte. Das ist auch falsch, ne? Welches ist denn jetzt die Archon-Auftrag? So, Archon-Auftrag. Den müssen wir machen. Ah, da müssen wir sogar schon darüber. Ich finde immer noch diese... Wie kann man denn nur diese Rufpunkte für diesen Wellendings so beschissen irgendwo platzieren? Ja. Müssen wir da jetzt rüberfahren? Ich dachte, dass die Quest jetzt hier wieder irgendwo startet. Aber anscheinend... Doch, die Quest hat, glaube ich, hier gestartet, aber ich habe sie aus Versehen letztens beim Daily machen getriggert. Da bin ich an irgendeinem Hafen vorbeigekommen. Ich erinnere mich. Und dann ist sie, haben die irgendwas gelabert und dann hat die Quest aus Versehen angefangen. Ich erinnere mich. Das war nicht beabsichtigt, aber genau hier an dem Hafen hier bin ich vorbeigelaufen, weil ich da eine Daily hatte und dann hat die sich aktiviert. Aber also ist das richtige Widerstandslager erst da drüben? Ist das hier immer noch alles Kriegsgebiet sozusagen? So, wow, wie weit ist das weg? Alle Mann einsteigen und los geht die wilde Fahrt. Da muss ich ehrlich sagen, ich finde es immer noch schade, dass man dieses Gefährt nicht upgraden kann. Ich hätte es mega cool gefunden, wenn man erstmal so ein langsames Standardgefährt hätte, was halt nicht viel kann. Mit relativ langen Cooldown für die Kanonen und so weiter. Und dass man das dann später irgendwie upgraden kann. Oder dass man vielleicht selber zusammenbasteln kann. Also dass man verschiedene Kanonenarten hat und dass man den dann vielleicht auswählen kann. Und dass hier auf dem Meer halt auch mehr los ist. So ein bisschen wie bei dem Event, was es gab mit den Sommerinseln. Dass man dann auch mal Türme findet, die man zerschießen muss. Oder sowas halt. Dass da immer wieder Sachen respawnen. Auch vielleicht feindliche Schiffe zum Beispiel, gegen die man kämpfen kann. Das wäre mega cool gewesen. Aber leider... Watasumi ist im Prinzip zentrales Widerstand. Ja, das ist ein bisschen verwirrend für die Leute, die es vielleicht nicht so... Wir starten ja das Ganze hier, weil da kommen die ganzen Leute an. Und das ist eigentlich so das Gebiet vom Shogun. Und gut, die Insel ist unabhängig, aber hier ist so das Kriegsgebiet und hier ist so das Lager des Widerstands und hier ist dann die Zentrale. Also eigentlich haben wir im Feindesgebiet angefangen und arbeiten uns jetzt quasi rüber zu unseren Verbündeten. Was halt
ein bisschen verwirrend ist, aber ja. Sowas hier. Genau, sowas hat mir ein bisschen gefehlt. Super. Der ganze Loot. Das können wir auch einfach zerschießen, oder? Wenn wir die einfach runterballern. Tschüss. Die können wir nicht runterballern, ne? So. Ach, da hinten, oh, da hinten steht noch so ein dummer Magier. Kommen wir jetzt zu... Ach, den können wir runterschießen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. So, hier kommt zumindest das Schiff mal wieder ein bisschen zum Einsatz. Das finde ich gut. Weil ich finde das Schiff eigentlich ganz lustig. Aber damit kann man halt so gar nichts machen sonst. So. Einfach Typ absaufen. Moin Meister! Erinnert mich immer an so eine Würstchenwerbung. Moin Meister. Ne, Meister, warum heißen eigentlich? So, Hallöchen, Snowy. So, hier haben wir eine Schatzkiste. So, da hinten geht es auf jeden Fall ordentlich weiter. Ich habe übrigens keinen Bootsführerschein, deswegen nicht wundern, warum ich hier so ein bisschen komisch fahre. Ja. Hauptsache erstmal jede Menge Fatui. Was auch immer die hier machen. So, die anderen beiden sollten jetzt sowieso schon sterben. Ich glaube, der eine lebt noch. Ja, ja. Lebt noch. So. Nächste Schatzkiste. Ja, wir nehmen jetzt einfach so ein paar Schatzkisten unterwegs mit. Jetzt nicht alles, aber ein bisschen was machen wir unterwegs. Wenn wir sowas haben. Schiff können wir jetzt, glaube ich, hier lassen, ne? Ich denke mal. Schiff brauchen wir nicht mehr. Ganz schön viel Fatui hier, überall. So, wir können wieder über diese coolen Portale reisen. Das finde ich einfach cool. Wo auch immer. Das ist doch... Oh, bitte reisen wir dahin. Vor allem, warum reisen wir da einmal um die ganze Insel rum? Ja. Okay, wir können auch von hier weitergehen. Ist egal. Ist die Story denn lang? Nur mal so als Frage. Wir haben danach auf jeden Fall noch einen Legendenauftrag, den wir freischalten können. Für Raiden. Aber sonst... Da hinten ist... Ist das Türmchen? Türmchen? Das ist ein Türmchen, ne? Ein Türmchen können wir mal aktivieren. So. Genau, dann aktivieren wir mal die Turme, können wir uns hierher porten. Das sind auch noch ein paar Rätselsachen, die wir aktivieren müssen. Diese komischen Würmer, die müssen wir, glaube ich, noch ein paar Mal fangen. So. Puh, ist schon einiges an Story.
Time to go. Das hier sieht mir doch sehr nach irgendeinem Rätselteil aus, oder? Time to go. Into the wind. Damn you. Viel Story oder viel Laber-Story? Ich glaube, viel Laber-Story. Ich glaube, die haben sich zum Ziel gesetzt, mit jedem Update noch mehr Gespräche einzuführen. So. Was habe ich hier aktiviert? Bisschen doof. Weil sie alle nur alle 3 Jahre angreifen kann. Ist wie immer viel Gelaber, aber auch anders und sehr interessant. So, cool. Es gibt übrigens ja jetzt diese Bücher, die müssen wir dann... Darfst auch mal kämpfen. Ich weiß auch nicht, ob diese Glitzerbücher irgendwas bedeuten, weil da habe ich schon mal welche von gefunden. Deswegen. So, ich will jetzt aber eigentlich Richtung... Ich will die Story... Ich muss die Weekly-Bosse freischalten und so ein Kram. Deswegen, und die hier nehmen wir auch mal mit. Unagi. Gibt es Leute, die sowas essen? Anscheinend. Esst ihr auch irgendwelche komischen Meereswürmer? Also es gibt, ich komme ja weiter aus dem Norden, nicht ganz aus dem Norden, aber doch ein bisschen aus dem Norden. Und es gibt ja auch so Wattwürmer, die man essen kann. Das sind aber eigentlich Würstchen, also Salami. Die heißen halt einfach nur Wattwürmer. Aber sonst. So, jetzt weiter tun. Nächste Buchseite. Das ist ein anderes Rätsel. Warte mal. Ach, warte mal. Nee, ist klar. So, die müssen alle in die Richtung, oder? Nee. Hä? Okay, das ist mal ein bisschen anders. Weil die nicht alle drehbar sind. Ich habe ein Problem, weil ich die müssen... Warte mal, ich habe eine Idee. Klappt das soweit? Nee, das klappt nicht so, wie ich das dachte. Ich habe gedacht, dass die alle... Dies ist in der Tat eine sehr interessante Ruinenmaschine. Eine Nummer zu weisen. Eines ist der Norden, 2 der Osten, der Süden bekommt die 3, der Westen die 4. Hinzufügen wir noch einen weiteren 4 dieser Würfel mit schwebenden Schneidwaffen.
Ah, lol. Ich muss im Endeffekt immer... Ah, ja, ja, die Zahl muss immer gleich sein. Also, ah, okay. Das Rätsel machen wir wann anders, aber das ist so. Also, Norden ist zum Beispiel die 1, Osten die 2 und so weiter. Und dann muss ich die halt... Manche sind fest, das heißt, ich habe da schon feste Zahlen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel schon eine 1 und eine 2. Das heißt, ich habe schon mal 3 und müsste dann die anderen alle auch mindestens auf 3 ausrichten. Und vielleicht kommt da noch eine 4 dazu, dann bin ich halt bei 7 und dann muss jede Reihe quasi 7 Punkte aufweisen. Und wenn er jetzt zum Beispiel schon eine feste 4 ist, muss ich halt eine 1 und eine 2 hinzufügen. Falls da schon eine 3 ist, halt noch irgendwas anderes. Okay. Aber, ja. So. Es gibt übrigens noch eine Insel, die irgendwann mit einem Update kommen wird. Also das ist noch nicht alles, was wir hier haben. Da kommt noch eine Insel anscheinend. Hier haben wir eine Quest. Wo auch immer die Quest ist. Da. Eine ältere Dame. Hallöchen, Jungspund. Von deiner Kleidung her zu urteilen kommst du nicht von dieser Insel. Das stimmt. Ah, da musst du also eine Art Reisender sein. Nun ja, hättest du Interesse daran, hier für eine Weile zu rasten und dir deinen Weg voraussagen zu lassen? Voraussagen? Meinen Weg voraussagen? Nein, kein Grund zur Sorge. Es tut mir leid, das war etwas überstürzt von mir. Was ich damit sagen möchte, dass unser Schrein hier im Dorf Aburu sehr verlässlich ist, deshalb wollte ich dich zu einer Weissagung einladen. Ich wollte euch damit nicht durch die Blume sagen, dass auf der Straße, die vor euch liegt, Gefahr lauert. Ah. Ah, kostenlos. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Leute wollen für alles Geld haben. Also, kostenlos hat immer einen Haken. Ich war ja heute Morgen in der Stadt zum Frühstücksbuffet. Und dann bei uns ist auch Markt heute gewesen. Und bei uns sind jetzt ja auch Wahlen. Und ja, da standen sie dann schon überall und haben Werbegeschenke. Und jeder hat dich angequatscht. Und wollte dir erzählen, warum er denn der Beste ist für den ganzen Job. Das Herz des Mysteriums ist die Wasserquelle. Die jüngeren Schreinjungfern zweifeln auf deine Zuverlässigkeit des Wahrsagerrituals. Wir schauen einfach mal. Du hast von einer Wasserquelle gesprochen. Die Wünsche aller lösen sich im Wasser, genau wie Honig. Niemand kann sie sehen, nein, aber es kann eine Süße und die Dickflüssigkeit des Wassers erkennen. Ah, so ist es mit Erinnerungen und auch mit Vertrauen. Sie alle folgen diesem Prinzip. Solltest du Wasser holen gehen, sei vorsichtig, die Kraft dieser Wünsche wird sich schnell in Luft verflüchtigen, wenn du das Gabenbecken verlässt. Also müssen wir uns beeilen wahrscheinlich, ne? Einfach nur. Wir sollen nicht bummeln. Das ist noch ein weiterer Schritt. Und die Schreinjungfern haben alle keine Lust mehr, weil die sagen, es ist zu altmodisch, da haben wir keinen Bock drauf. Macht doch selber. Deswegen müssen wir ihr helfen. So, seltsame Flasche.
So, hier ist auch wieder irgendwo da und da. Ja. Das klappt nicht so. Da müssen wir dann von oben mal schauen oder so. Aber später, wenn wir das Gebiet erkunden. So, wir wollen jetzt erstmal hier die Story weiterspielen, weil wegen Story und so. Time to go. Was verkaufst du hier? Ah, der verkauft was. Milch, Tofu. Okay, nee, Tofu. Hier steigen überall immer so Blasen auf. Sieht auch aus hier mit den Pflanzen hier. Das sieht aus, als wenn wir unter Wasser wären. Jetzt mal so ehrlich. Das hat so ein... Ah, hier sind auch, ist mir eben schon aufgefallen, so Muscheln und so, ne? Das ist so Unterwasser-Feeling. Aber das ist, glaube ich, auch die eine Charakterin, die man jetzt demnächst freischalten kann. Mit dem nächsten Banner, glaube ich. Ist auch so eine Art Meerjungfrau oder so. Gehe ich mal von aus. So. Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Ah, dies ist das Trainingsgelände für unsere Armee. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Ja, die aktuelle Widerstandsgruppe besteht überwiegend aus einheimischen Soldaten von Some Watatsumi. of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Ah, ein Teil kämpft direkt auf Tatarasuna und ein Teil bleibt hier, um sie zu beschützen. Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division. Ah, er konnte nicht mal zu Ende trainieren I'll und be musste staying dann here for now. helfen. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Okay, wir können auch einfach einen Zettel schreiben. It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Ah, wir lernen Sangonomiya kennen. Die Kommandantin oder die Anführerin der Rebellen. Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. So. Also, soweit ich das mitbekommen habe, kann man jetzt ja einige weitere finden von den Teilen, aber nicht alle. Also es gibt wohl definitiv noch weitere. Also es muss auf jeden Fall noch eine Insel geben. Das war ja auch das, was man schon so gehört hat. Wollen wir denen das Essen klauen? So, wir wollten die Quest weitermachen, ne? Das hier ist doch bestimmt. Da ist ein Türmchen. Und eine Selie. Aber wir holen uns erstmal das Türmchen. Ich muss sagen, das Gebiet sieht irgendwie cool aus, so von oben. Erinnert mich so ein bisschen an Coral Castle aus Fortnite. Time to go. Ja. Gut, ich habe gehofft, dass wir... da jetzt komplett hochkommen, aber... Goldkelch, okay, einfach nur. Time to go. Time to go. So, Weltenauftrag.
Ja, das mehr. Wir müssen eh die Welt erkunden. Ich wollte das eigentlich jetzt markieren, aber ist mir jetzt egal. Also mir fehlt auch noch einer in dem alten Gebiet. Also ich habe noch nicht alle. Mindestens, nee, 1 oder 2 fehlen mir, glaube ich, noch. So, und die startet jetzt 7. Ah, eine Hypostase. Nach dem Pyro gibt es auch Hydro. Ach, cool. Und irgendwo gibt es dann noch einen Weltenboss. Und es gibt auch noch einen anderen Fight, den wir noch machen können. Den gab es ja im Trailer. Und hier sehen wir auch noch 2 Quests auf jeden Fall. Hier ist auch noch, da ist noch ein... Ah, hier. Das ist, glaube ich, auch ganz gut zu erreichen. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass das Meer halt so leer ist. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. So, wir brauchen 4 Stück, dann können wir in eine Stufe aufsteigen, dann kriegen wir wieder Elektrosiegel und so. Aber ich habe gehört, wir können sowieso nur bis Stufe 30, glaube ich, hochgehen. Und wir sind schon, glaube ich, 27, also bei dem Sakura-Baum. Oh, hier sind einiges an Quests, ne? Und dadurch, dass man halt keine Ausdauer mehr kriegt, sind die halt sowieso nicht so nötig mehr, finde ich. Eigentlich, die hier. Aber wir nehmen sie trotzdem mit, allein um die Schlüssel zu kriegen und so. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rear guard. Understood. I will think of a way. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. Ach, die will die Armee I vergrößern. appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is, they're doing us a great service. Huh? Teppei, what are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow in twain from Immenser 100 Kraft. paces, skin as hard as diamond. Unsterblichkeit. That's you? Seriously? What is going on with these rumors? You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. Your Excellency, I'll take my leave. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter? What was that about? Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. Das ist I großartig. am not without my doubts about the whole affair. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are a much-needed lifeline for us. The sender's conditions were also reasonable. They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against the Ja, Shogun's ich bin mir nicht army. sicher, wer das war. Ich habe Whatever eine other Vermutung. motives they may have, we are at least aligned on this. So let's Bestimmt die consider them an Fatui. anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down. If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency, does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecued meat. Don't worry, I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. That's fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient until victory is ours. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling.
The Tenryo Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryo Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say Der for Shogun certain weiß von dem is Krieg that as nicht? long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up our fight. Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Was ich halt, die ganzen an der Front schreien alle nach Braten. Die wollen alle richtigen Barbecue-Braten und so essen. Also ob die keine anderen Sorgen haben, denke ich mir da. Aber klar, die müssen auch versorgt werden und so, ne? Aber ja, so. Ob wir immer noch mit an der Seite kämpfen? Ja, wir werden nicht aufgeben. Then here is your assignment. I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit, Swordfish 2. Schwertfisch Whoa, 2. what? Swordfish 2? Is this the same Swordfish Special Ops unit that I'm thinking of? It's hard enough getting into a Special Ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell Ja, da swoop. steht so. This is incredible. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory. Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. The Special Ops unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved in? I want to make a contribution to the Resistance too. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up. You may have swiped the captaincy of Swordfish 2. Doch, du wirst gegen mich verlieren. Because this guy's on his way up. Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Well, Traveler, let's move out. Also vor 5 Minuten hat er sich noch beschwert, dass er an die Front musste. Und jetzt will er unbedingt in irgendeine Schlacht. Ja. So, wir sind Anführer von einer Spezialeinheit Schwertfisch 2. Ich bin mal gespannt, wer zu unserer Truppe gehört. Ob wir da wenigstens ein paar brauchbare Leute haben. Okay, wo jetzt hier hin? Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das cool. Da drüben ist wieder so ein Portal, okay. Ja, mega cool. Erinnert mich halt wirklich so ein bisschen an, ja, Coral Castle aus Fortnite oder halt an die Fischmenscheninsel aus One Piece zum Beispiel. So ein bisschen allgemein so eine coole Stadt hier. So, da haben wir einen Teleporter. Den aktivieren wir mal. So. Was sind das eigentlich für komische Teile, die hier rumfliegen? Die lösen sich immer auf, ne? Also die kann man auf jeden Fall nicht bekämpfen oder so. Da bin ich sehr gespannt. So, da unten ist eins. Das nehmen wir nochmal mit. Aber wir brauchen noch 4 Stück, dann können wir eine Stufe aufsteigen. 2 haben wir jetzt, also fehlen uns noch 2. Das ist dann gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn uns das nicht so viel bringt, aber... So, supidubi. Wir müssen aber... Ach, wir müssen genau dahin, wo wir herkommen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Nebenquests. Aber Nebenquests werde ich jetzt, glaube ich, heute nicht so machen. Ich muss halt noch die Event-Sachen fertig machen. Ich muss die Weekly-Bosse noch machen. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Quest fertig kriegen. Die Hauptstory so ein bisschen. Hier sind auch noch Schlangenknochen überall, ne? Okay, wir haben irgendwelche komischen No-Name-Noobs in unserem Team.
you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. About what? I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. You mean, like, a duel? Normally, a Ob duel wir es wert would be the sind. quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. Wir sollen wandern, Samurai. Gut. Let's show him what you're... Ja, wenigstens ein bisschen kämpfen zwischendurch. Ob wir es wert sind, die anzuführen? Ich bin eher der Frage geneigt, ob das nicht komplette Vollidioten sind, die uns da folgen. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen irgendwelche coolen Charaktere. So. Aber nein. So, den können wir uns, glaube ich, noch holen. So. Auch schon wieder irgendwelche Rätsel. Hier kommen einige Rätsel wieder auf uns zu. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt cool. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Auch hier so viel Quest. Ich glaube 8 neue Quests oder so sind dazu gekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wir müssen auch noch... Oh, ich muss noch die Kopfgeldjagd von dieser Woche machen. Und die Lieferquest da. Das muss ich auch noch machen. Oh, oh, oh. Da haben wir noch einiges zu tun. Eigentlich wollte ich gar nicht so ewig spielen. Aber es ist schon wieder... Alles wieder ein bisschen später geworden heute. Aber wir schauen mal. Ist ja Samstag, ist ja Wochenende. So. Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course, but still, your abilities are admirable. Allow me to introduce myself. My name is Kotoku, acting captain of Swordfish 2. This is Yoshihisa, a fellow veteran of the team. I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your orders. Ja, gibt's noch andere There are Wanderer, two Samurai? hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of Ja, them. sehen wir uns das mal. That right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at the rear. Ja, die sind im Krieg. Mit dem anderen Gebiet und... Oh, ein Erfolg. Schwertfist 2. Und jetzt kommen die Jungs noch hier an und machen Stress. So, wo müssen wir denn hin? Achso, okay, das ist das, was wir vorhin schon hatten. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Da unten ist irgend so ein Symbol. Da unten ist noch so ein Teil. Okay, das machen wir später. Wir machen Quest. Ich muss mich davon abhalten, hier wieder alles möglich zu machen. Ein Speicherplatz auf Ihrem Computer wird knapp, hä? Ja. Interessant, warum jetzt die Meldung kommt. Ja, sieht schön aus hier. There's so many of them. Also eben hatten wir 3, jetzt sind es bestimmt 4. That's not even all of them. They have 2 more camps nearby. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. Dann greifen wir gleichzeitig But an. Captain, that would put you in great danger. If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too risky. Truppenführer, ihr braucht mich nicht beschützen. The Traveler eats amateurs like these for breakfast. All right then. We'll deal with them all in one go and rendezvous with you on completion. Ja. Warum wollt ihr mich beschützen? Ja, vor allem, es sind so viele. Es sind wieder nur 3. Okay, die sind wirklich ein bisschen tougher.
Da, nee, doch, es kommen mehr. Es kommen ja sogar ein paar von den größeren Typen an. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Die heilen sich vor allem immer so nervig. So, da hat er sich geheilt. That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Nö, bin nur müde, hätte ich antworten müssen. Paimon wonders how everything is going with Kotoku and Yoshihisa. Should we go over and check on them? Captain! Ja. Captain, the other 2 camps have been cleared. The entire rearguard of Watatsumi Island is now secure. Great! We solved the Ronin problem and got everyone to look up to us, too. But what's next? Let's go back and check with Kokumi. Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku wouldn't let us at them until now. What? No way could you have taken them down without the new captain here. I was putting the safety of the team first. Got it? Oh, come on. You were just being a coward. Hey, cut the attitude! Nicht streiten. Guys, honestly. Forget them. Let's go. So, zurück zu Kokumi. Das ist gut, dass wir da drin einen Portpunkt haben. Ach, sogar genau hier. Ist ja nice. So. Wir sind ungefähr gleich groß, oder? Ne, wir sind einen Tick größer. Ja. Minimal. How was it? Did your initiation go smoothly? Kann mich nicht beklagen. I'm Du musst sure zwar so ein playing bisschen it was down a machen. little. Kotoku and the others put you through your paces, I presume. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Windelweich Okubo keeps a geprügelt. close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. He expressed a desire to Seestreitkräfte? be on the front line, so I honored his Müssen wir eine wishes. Meeresschlacht machen? Now, Ich hoffe. speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small islands there, Mein Gott, der wäre often das used as a transit point when transporting Archon-Kriegsvieh. supplies. Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance army passed by and reported they found no signs of danger. I'd like to task you with getting to the bottom of this. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army, and also with Watatsumi Island. When Teppei returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather's good to set sail for the Einen schönen islands. Tag zum Segeln finden. Is Teppei really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. Oh, why don't we go wait for him at the training grounds? Ja, wir wurden, glaube ich. Long time no see. Ja, lange nicht gesehen. Ich konnte das nicht mal so schnell lesen, aber wir haben, glaube ich, mit der Schwertfisch 2 Gruppe Swordfish geübt. 2 treating you? Getting along okay with everyone? Ja. Wir verstehen uns mit denen. You're in luck, because this seasoned veterans got a few leadership tips for you. Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to maintain Muss strict ihren discipline Lohn at all erhöhen und times einige and Prämien. Man finally- muss sie einfach anschreien und sagen, hier, macht mal richtig. Wait, Ansonsten fliegt ihr raus. what was it? Dann tun die das schon. Mach ich auf der Arbeit auch immer so. Teppei? I
read it in a novel from the Yi Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many doggo it took to convince my friend to let me borrow it. You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. Ha-ha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management on the job now. You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own Special Operations Unit. Okay. It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to Her Excellency and she Hering. says our uniforms are in Schwertfisch. production. Let's go collect them Ich together finde, once they're ready. Schwertfisch klingt irgendwie I can't wait to put them mächtiger on. und... We're really gonna look the part. Ah, everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. Will Paimon get a uniform too? Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Captain, a new assignment has come in. Oh, es wäre noch cool, wenn man Paimon noch so Klamotten I'll be there ausstatten on the könnte. double. All right, I better go. See you again soon. You better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! Ich finde die I Übersetzung wouldn't be manchmal so echt cool. confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. Na, manchmal klingt das Deutsche irgendwie nicht so spektakulär, wie sie das dann manchmal sagt. Been made a platoon captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon War ruins. Hat hier auch der Arkon-Krieg gewütet? Ich dachte, der war drüben und so. 650 Abenteuer-EP. Wow, wow, wow. Ordentlich. Wow. Den habe ich gerade per Zufall gesehen. Ja, wir looten einfach mal alles, weil ich habe eh keinen Platz für die Artefakte so richtig. Und dann kriegen wir ein paar Artefakte, auch noch ein paar andere Sachen. Und dann weiß ich schon mal so ein bisschen, wo Artefakt-Spots sind und wo nicht. Und vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar andere Sachen. Ach stimmt, ich sollte der Frau ja eigentlich Dingsbums bringen. Mirai! So, Windfangerflasche. Ja, ich habe ein bisschen die Flasche verfehlt. Ja, nee, ich hätte gucken müssen. Ich bin schlau. Okay, wir machen das später. So, wir gehen hier ins... Wo müssen wir denn? Ach ja, wir müssen... in die Mumai... okay, deswegen ist die Mumai-Festung da. Ich finde es immer noch doof, dass in der Mumai-Festung kein Teleporter ist. Weil das ist mega beschissen, darüber zu kommen. So, also meine Vermutung, ich weiß definitiv nicht, ob es stimmt. Weil von der Story und so weiß ich gar nichts. Aber ich habe die Vermutung, dass einfach, weil hier laufen viel zu viel Fatui rum. Und dadurch, dass ich weiß, dass La Signora ja ein Weekly-Boss sein wird, gehe ich mal von aus, dass die ominösen Spendentypen für den Widerstand die Fatui sind. Und wahrscheinlich haben die Fatui gleichzeitig auf der anderen Seite auch noch ihre Finger im Spiel. Und ja, spielen die beiden Seiten irgendwie gegeneinander aus. Oder so. Das ist gerade so meine Vermutung. Aber bin ich mal gespannt. Werden wir dann erfahren im Laufe dieses Livestreams. Hoffe ich mal. So, da sind noch Sachen, die ich aktivieren kann. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Die waren letztes Mal definitiv nicht da. Sangonomiya was right. Doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be So, dann macht sie nämlich Elektroangriffe. These electro monuments look a little suspicious.
Ich wechsle mal den Charakter, weil... Ja. With you all the way. Okay, das erlischt. So. Platt. Endlich. Keine 5 Sekunden gedauert. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang Angst vor diesen mittleren Viechern hatte. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Tepe, what are you doing here? Wow, this is a surprise. I didn't know you were the ones Hat investigating der here. immer schon graue Haare? I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Guess I came here for nothing. Tepe, don't you think there's something strange about this place? Das sieht echt ein bisschen seltsam aus. Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Horobashi's remains. Oh, Bashi. Orobashi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. Ah, it's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Ah. Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. An die Oberfläche. During the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musojin Gorge. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. Alright, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any Ich habe good. die Befürchtung, dass er irgendwann auch durchdreht. Dass er sich infiziert hat. Dass das irgendein Virus ist oder so. Don't worry Und sich about irgendwann gegen uns wendet. peak condition. Aber wir kriegen so langsam Infos über die Inseln und so, ne? Das finde ich cool. Dass wir so langsam wissen, was es damit auf sich hat. Dieser riesen Schlangenknochen da. Big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. Ja. Aber was das jetzt hier macht, gar nichts, ne? Außer dass da ein Typ aufgetaucht ist. Okay, gut.
Gut, dann nix wie zurück. Oh, der Wolf-Typ. Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Oh, yo. Ich hab's befürchtet. What's going on? Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. Ich war der Meinung, er sah älter aus. Das stimmt sogar. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refused to hand them over. Still, I did manage to get one. Das Do ist you know something about this? das teuflische Auge der So that Fatui. means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms, Dabei. no! Surely he can't have... let's go check on him. Ja, er altert auch gerade ein bisschen. Und das ist halt so die Frage, ob die einfach nur älter aussehen oder ob die halt wirklich älter geworden sind und halt, ob das rückgängig machbar ist oder ob die dann halt an Altersschwäche sterben hier. Der Weg möchte mich da unten lang führen. Sorry, lieber Weg, ich nehme einfach eine Abkürzung. Ist nichts da, ne? Da. Oh, yo. Guys, what are you doing here? Just a moment. Let me get up. Ja. Oh, right. Yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions Die to the war Quallen im effort Hintergrund voll lately. cool. Fighting Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. If only I were stronger still. The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Erzähl mir von deiner Waffe. It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these Klingt alles sehr nach Senora. mysterious people. Said they were with our supporters. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, his secret weapon will answer my call. It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. It's illusion. Oh God.
Ich glaube, die Befürchtung, der stirbt uns hier jetzt gerade weg. So, what's the difference between a delusion? Ja, es zerrt das Leben. Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. At first, I'd find I was a little more beat than Die usual stirbt uns after da a gerade echt battle. weg. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Tepe! Also er bewegt sich noch, aber... Hey! Where are you going? Hey! Also er lebt auf jeden Fall noch. Tepe's breathing is... Er lebt noch. Aber ist es nicht so, dass wir keine anderen Klamotten anziehen wollen? Letztes Mal haben wir uns auch geweigert. Da hätten wir richtig coole Klamotten kriegen können. So einen schönen Kimono oder so. Und das wollte er auch nicht. Weil er meinte, er zieht keine anderen Klamotten an oder so. Keine Ahnung. Wobei das hier auch schon... Also, beziehungsweise der Traveler natürlich. Ich habe gerade Kasua natürlich. Haha. How's Tepe's condition? Ja, Situation hat I have sich put out the order verschlechtert. to seize all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? Die Fatui aufhalten. No, it's too dangerous. Nope. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops. Your Excellency, given the urgency Mächtige of the Waffe. situation, we were hardly discreet when Oder confiscating Wache. the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria, and if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Lass uns gehen. You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine.
Okay, wir stürzen uns einfach Hals über Kopf in eine Mission zur... Ja, ist halt einfach eine Rachemission, ne? Im Endeffekt, die wir jetzt machen. Homie, alles klar bei dir. Ach, das ist immer noch das Teil da oben. So. Jetzt schauen wir das. Supidupi. Ich mache jetzt zwischendurch mal einen kleinen Abstecher zum Kamisato-Anwesen. Dann werde ich nur mal kurz die Quest annehmen. Beziehungsweise das können wir auch später machen. Wir müssen später eh noch ein paar Sachen hier erledigen. Dann machen wir das dann. Formationsanwesen. Aber das ist nicht das, ne? Time to go. Diese komische Steinplatte war hier schon immer. Ach, hier. War das schon immer hier so ein komisches Loch? So, du wechselst mal wieder mit der lieben Barbara. Kyro fehlt zwar noch, aber... So, hier drin gibt es bestimmt auch wieder ein paar kleine Schatzkisten. Da bin ich mal gespannt. Und auch ein paar Fallen. Hihi. Ah, die ist gerade mal Level 80. Das ist easy peasy hier. So. Ja, das können wir nicht mitnehmen. Hier liegt so viel Kristallmark rum. So, is this what delusions are made from? So much crystal metal. Where have we seen that before? Wait a second. Are they getting this from Rito? So the Conjure Commission are... Die Kanji-Verwaltung. So, da haben wir ein Amulett. Hier ist schon mal eine Kiste. Weil die hier drin bringen uns nämlich auch Elektrosiegel. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, ne? Weil hier geht es auch, glaube ich, noch runter. Sieht zumindest sehr danach aus. Ja. Zweiten Marineleutnant Nathan zu unterstützen. Ja, Nomias Plan auf ein. Ja, die spielen beide Seiten gegeneinander aus. Okay. Achso, da ist eine zweite Plattform, die habe ich gerade nicht gesehen. Achso, wir müssen auf die zweite und dann rüber auf die dritte. Okay, das ist ja... Beziehungsweise ist auch noch eine vierte. Jetzt wollen wir noch mal schauen, ob es nicht noch höher geht. Nee, okay. Time to go. So, 2 haben wir schon mal. Achso, der dritte war hier direkt im Raum. Hahaha.
Die haben ja auch irgendwie ein Spinnenproblem, habe ich das Gefühl, ne? Also hier hat ewig keiner mehr sauber gemacht. Aber war diese Verwaltung, das ist die... Ich wollte gerade sagen, haben wir eins verpasst? Zu aktivieren, aber nee, okay. Kascha. So. Easy down. Ja, ich kann mir schon denken, wer dahinter steht. Ah. Ja gut, hier drin gegen La Signora kämpfen ist halt... Aber gegen ihn müssen wir auf jeden Fall auch kämpfen. Das hat man im Trailer mal gesehen. Barely 2 words in, and you already look like you want me dead. Oh, so that's what this is about. Den gab's in einem Event, glaube ich mal. Nur. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. Scaramouche. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be Ja, doch, pretty Signora tough? steckt dahinter. What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. Der war, glaube ich, mega stark in dem Event. How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful Das for a Wasser sieht nicht moment, gesund aus. then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! Ja. That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Was hat sie da zu suchen? Ist sie eine der... Repeat after me. 3, 2, 1. 1. Das hat man mal gesehen, die Szene. Die gab's im Trailer. Come on. Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. Weil sie ist da jetzt nicht so hingestürmt, dass sie uns gerettet hat, sondern sie ist an uns vorbeigegangen, einfach ganz normal auf ihn zugegangen. Das sah mir jetzt nicht aus, als wenn sie gegen ihn kämpfen wollte, sondern eher, dass sie dazugehört. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon
about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other Shrine Maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Wie genau konntest du mich vor Scaramouche retten? Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. Weiß ich nicht, sie sieht zwar so ganz nett aus, aber gerade so bei ihren Augen kann ich mir vorstellen, dass sie halt auch rein theoretisch sieht so ein klein bisschen so böser Blick drin. Also ich kenne genug Charaktere, die so aussahen in anderen Serien, die dann doch auf einmal böse waren. With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Songonamiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. Ich muss eine Sache für sie erledigen. You've met her, right? Ja. I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Dieser Dimension? Yes. The true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Haben wir sie... Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. Ach, die kennt A ihn auch. surprising decision by Liu's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think?
The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt tun soll. We are on the same side. Also sie hat sich selber irgendwo You want to eingesperrt. save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Aber warum muss ich das machen? Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a Anti-Shogun special Raiden program Spezialtraining. just for you. Come along. Also im Endeffekt habe ich das jetzt richtig verstanden. Wir haben das Original schon getroffen, aber Raiden Shogun, die halt hier rumläuft und alles macht und so, das ist eigentlich nur eine Puppe von ihr erschaffen. Und sie hat sich eigentlich irgendwo eingeschlossen und dieser Vogel backt hier ein bisschen rum. Und im Endeffekt sind wir die einzige Person, die in ihr Inneres vordringen kann. Und die Puppe hat aber irgendwie so ein bisschen eigenen Willen oder so, kann das sein? Klang zumindest so. Follow the wind. Und jetzt kriegen wir ein Anti-Raiden Shogun Spezialtraining. Was ist das da hier überhaupt? Keine Ahnung. Bestimmt für die Aufgabe hier. Gonna do it here? Ja. What's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Vermeide es, vom letzten Angriff getroffen zu werden. Wie soll ich das machen? So. Never again. Gehen Schilde?
Muss ich nicht einfach nur hier außen rumlaufen? Ach, das war der letzte Dings, ne? Ja, aber ich kann, glaube ich, einfach die ganze Zeit außen im äußeren Kreis laufen. Und fertig. Also. Ja, gut. Ja, aber die meisten Sachen kann ich dadurch. Muss ich am Ende die Teile schnell genug besiegen? Ich glaube ja, ne? Oh, verdammt. Oh, wir werden immer getroffen, weil so schnell kann ich gar nicht rausdashen. Oh, das war... Oh. Alter, die halten aber auch viel aus. Muss ich mich am besten besser positionieren. Das 10-mal nicht getroffen werden ist halt recht easy, wenn man hier außen schon zigmal nicht getroffen wird. Alter, ich krieg das Teil nicht so schnell down. Wie soll ich das so schnell down kriegen? Also muss ich ja vorher erstmal Spezialattacken aufladen und so. Und dann alles draufballern, was ich irgendwie habe. Ja, ich lade mir gerade erstmal ein bisschen was auf. Ich kämpfe erstmal hier irgendwo, genau. So, ich will die jetzt halt ohne Spezialdings besiegen. Erstes down. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Jetzt würde ich gerne speichern.
Bestimmt gibt es einen Erfolg, wenn man gar nicht getroffen wird. So. Hä? Ach so, ich hätte hier einfach stehen bleiben müssen. Ah, super. Toll. Ich dachte, das bricht dann ab, wenn man eins davon tötet. Ja, sag das doch. Dass ich dann trotzdem noch ausweichen muss. Jetzt sag ich das nochmal. Ah, jetzt wird's. Was? Hä? Ich hab das doch, oder hat das... Ich wurde ja nicht mal von irgendwas getroffen. Oder muss ich alle zerstören? Oh, ich darf nur 3-mal getroffen werden, der ist sowieso vorbei. Ist doch mega... Ich verstehe nicht, warum das immer nicht zählt. Muss ich jetzt das eine machen oder muss ich das andere? Muss ich jetzt das leichte oder schwere? Weil das hier ist ja 10-mal... Okay, du kannst ja 9-mal getroffen werden. Die meisten, wenn du hier außen stehst, kannst du gar nicht 10-mal getroffen werden. Aber jetzt kann ich es schon nicht mehr schaffen. Weil ich halt nichts habe, was ich da so schnell alles draufballern kann, das ist das Problem. Oh, jetzt wird's hier. Keine Ahnung, warum es eben nicht. Ich vielleicht nicht schnell genug. Keine Ahnung. Ich stand definitiv nicht in dem Bereich drin der anderen beiden. Also. Ich sehe es, wie es ist. Ein wenig anstrengend. You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. What? Like Devalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Ooh, Fuchsform. In your dreams. Huh. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Also, ich kann mich tatsächlich nicht mal so an sie erinnern. Das ist schon zu viele Wochen her jetzt. I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost.
I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for Anti-Raiden Shogun Training Phase 2. Ja. There's a part 2? Ja, ich muss die nächste Phase machen. Ach so, okay. Into the wind. Time to go. Torn to oblivion! Illusion shattered! Die macht ja schon ein bisschen Schaden, aber irgendwie macht halt die Luke um Welten mehr, habe ich das Gefühl. So, das war eine einfachere Herausforderung. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? Nicht im You are geringsten. no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? Um ehrlich zu sein, sind sie auch nicht dem Shogun gegenüber gewappnet. Ja. You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Ja, was für ein Plan überhaupt? Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Hyman's really struggling to understand how you work. So, zurück zum Narukami-Schrein. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Okay. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryo Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanyo commissions would veto it straight away with no negotiation.
Ja, die Tenryo-Verwaltung arbeitet für die Fatui, auch die Verwaltung hatte... Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryo Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryo Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryo Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. Okay. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month. Ah, Sarah. And she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him! Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. Schick deine Helfer weg. Wir müssen Besprechungen machen. Und die einfach, ja, okay. Tschüss. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryo Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryo Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here.
But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Jetzt müssen wir Beweise liefern. Und lass mich raten, sie hat noch keinen Plan, was wir machen sollen. Paimon wasn't expecting to run into Kujosara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go? Die hat garantiert noch keine Beweise. Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. War mir so klar. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. Wir müssen den Profi aufwecken. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Ah, Shinju-Wald, also den Tanuki wahrscheinlich. So, wir können wir hier wieder abgeben. Wir wollen mal hin Stufe. Und dann kriegen wir nochmal einen Schlüssel. Das ist echt cool, den können wir uns unterwegs nochmal was holen. So. Mit teleportieren uns. Geht leichter. Schneller. Oder den hier. Doch immer du bist. Finde den Helfer. Ah, das ist die Sayu? What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Mujina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Wenn ich nicht genug Schlaf kriege, werde ich nicht größer. Professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. Anhaltspunkte, genau. I'll indulge you with a little more Hinweise, ist immer nicht information. schlecht. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. But since the 3 commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship.
Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're... Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiu Matsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Ich verstehe es nicht so ganz, weil wir sind doch befreundet mit der von der Yashiro, oder nicht? Warum können wir nicht einfach hingehen und fragen, ob es uns hilft? Also, ob wir die Hilfe von denen bekommen und so. Toma, you there? It's us. We're back. What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. So, doch, jetzt reden wir mit denen. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryou Commission's reports to the Shogun. What do you mean? The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. Apropos Ablenkung, ich habe das auch schon mal erlebt. Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryou Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Es scheint nicht so lange her zu sein. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Ich verstehe. Man, I want to go to the hot springs so badly. Heiße Quellen, ne? Klingt interessant. Ich war noch nie in heißen Quellen, also außer jetzt mal so fake heiße Quellen in einem Schwimmbad. The sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. Ah, wir sitzen hier. Okay, cool.
Könnte auch ganz viel Lärm mit diesem Teil da machen. Der hat einmal geredet. Hat verwirrt. So, jetzt müssen wir ja, Feuerwerk. Ist ja gar nicht so weit weg. Und dann... Ah, steht's ja schon. Hallöchen, Joinia. Yeah, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon Es scheint ein mächtiges Feuerwerk zu sein. Don't worry, it's just a firework. Come on, what's the worst that could happen? War es nicht so, dass der Vater sich We'll give it a try. fast taub gesprengt hat? Ich glaube. Ich erinnere mich. Got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. So, 0 bis 5 Uhr. So, die Tenrio-Verwaltung. Ja, das ist das hier oben. Mal gucken. You! The wo- Oh no. Lauf. So, da platzieren wir dann das super duper extra Feuerwerk. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. No. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Kala, Kala. Watch out for guards and don't get caught. Da haben die Color Codes nicht vernünftig funktioniert. Wow. Das war nicht der beste Weg. Ach du Heilige. Tea House only accepts guests. So. Fantastisches Feuerwerk. Well, how did it go? Ich weiß es leider auch nicht. Ich habe das Feuerwerk aus der Bedacht weggelaufen. Let's wait for news from Sayu.
I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Alles mitgenommen. Here you go. I'm going to sleep now. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Gujiae was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiae. I trust you will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiae. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. Ich finde diese Zeit manchmal ein bisschen, also er sagt zum Beispiel, oh, wie sie vorhin ihr Schwert gezogen hat. Das war ja, wo sie uns angegriffen hat. Aber wir waren mittlerweile bei der Sangonomiya da hinten und so. Und da ist der andere zigmal aufgestiegen an Rängen und keine Ahnung was. Und hat da Seeschlachten geführt und keine Ahnung. Und das soll alles innerhalb von einem Tag passiert sein? Das ist so ein bisschen komisch. Das hatten wir schon mal. Da sind wir durch halb Liyue gewandert und am Ende sagt er, ja, wir haben ja vorhin das und das gemacht. Ja. Wir waren sogar ohnmächtig zwischendrin und so ein Kram. Also. Es ist manchmal so mit der Zeit nicht so ganz richtig hier, aber. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. So, where is your proof? Ja. Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan, and it doesn't look like a forgery. I don't understand. Ugosho? Ist das ihr richtiger Name? Ich dachte, sie heißt Baal. Or the situation on the front line. What about the soldiers who gave their lives on the front line? Or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Utter disregard for human life. Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider Ja, her policy steht quasi drin, dass alles super läuft und das Augenhat-Dekret erreicht genau das, was es will. Und die Abtrünnigen sind alle zurückgekommen und so weiter. Also, dass da Widerstand herrscht und so, davon weiß sie gar nicht. Also, ja. Hier ist noch ein Bild. This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway.
folgen wir ihr, dann sollten wir die Möglichkeit haben, schon Rain zu treffen. Hold on, traveler. There's something else we need to discuss. Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? Ja. You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Take this with you as a farewell gift. What is it? The Omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. Oh. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing Oh, wir right können in sie damit front of you. herrufen. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at the traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. So. Und wir müssen wieder zu Tenrio-Verwaltung. Ist das denn ein Item, was wir benutzen können? Nein. Ist einfach nur irgendein... Können wir nicht mal benutzen. Supi. So, also es gibt ja hier Seite Prolog. Müssten wir auf dieser Insel hier finden. Dann gibt es ja Teil 1. Davon haben wir 8, 8, 9, 7, 3, 1. Und das mit 1, das kriegt man durchs Angeln. Also Teil 5 durch Angeln. Und die anderen 5 kriegt man jeweils durch die einzelnen 5 Inseln, die es gibt. Das heißt, ja, da müssen wir dann definitiv was schauen. Und selbst auf der ersten Insel, wo wir, ich glaube, sogar 100% haben. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es doch noch 1, 2 Kisten, das werden wir dann sehen. Aber selbst hier gibt es noch 2 von diesen Büchern, die uns fehlen. Also von den Seiten. Vielleicht hier auch im Palast, da konnten wir ja nicht so viel rein. Das war ein bisschen schwieriger, da reinzukommen zuletzt. Ah, die finden wir schon. You've got guts, I'll give you that. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Jo. Do I make myself clear? Falls das nicht stimmt, was wir gesagt haben, dann verhaftet sie uns. Good. Ein Dungeon-Dingsbums. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. I must withdraw. Ihr macht gar keinen Schaden. Boah, Alter, was? Oh. Das macht einer. Teach me a lesson. As one with wind and cloud. Come on, we can do it. There is no escape. Soldiers, quick! Don't hold back. The wind knows. So, sollte das Platz sein. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you dare disregard my you. orders? Master, I... Go
him. Don't let him intimidate you. Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. Should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryou Commission really betrayed the Shogunate? Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and admitted it. The diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decree is upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you, Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly hope to achieve? When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Oh, hatte nicht vor, den Shogun Raiden zu verraten, aber er vertraute zu viel auf ihre Kampfkünste. Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior, especially the Muso no Hitotachi. In fact, he seems to be way too into it. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nest. I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong? We have not yet reached the end of the path. But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled by your selfish ways. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger by the name of Signora. Die war ja letztens, also wir haben ja schon mal gegen die, glaube ich, gekämpft, so halb, also es war noch so, ich glaube, die hat das ja voll platt gemacht damals. Sie mag ich mittlerweile, am Anfang, weiß ich nicht, mochte ich sie nicht, aber ich finde sie jetzt deutlich cooler, ihn mag ich überhaupt nicht. Signora's the one behind all this? Not her again! Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. We should have known. A diplomat from Snezhnaya? Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another Sie ist thing sauer. Sarah's
You think she's gonna go barge into Tenchukaku? Ja, wir haben auch noch Rechnungen mit. Say that again. Alright then, let's do this. So. Wir machen sie platt. Oh. Aber erstmal kriegen wir eine Schatzkiste. Oh, vielen Dank. Ich mag Schätze. Schätze sind immer cool. Gibt es hier noch irgendwas zum Klauen oder so? Können wir hier irgendwas abstauben? Irgendwas mitnehmen? Brauchst du die Sachen hier noch? Können wir das hier vielleicht? Kann man das verkaufen? Wir nehmen die Schwerter mit. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Hier die Plakate an der Wand. Die finde ich auch cool. Nehmen wir auch mit. Na, ist okay, ne? Dass wir dich hier ausrauben. So. Ja, können wir leider nichts mitnehmen. Gehen wir raus. Ah, für unser Haus oder so? Ich wollte eigentlich seit Ewigkeit unser Haus mal richtig dekorieren und unser Grundstück und so. Können wir jetzt hier langlaufen oder schmeißen wir uns immer noch raus? Nö. Das interessiert die nicht mehr. Kommen wir hier irgendwo weiter? Nein. Also wir können, glaube ich, über die Dächer klettern, aber ich glaube, ich gehe mal durch den Haupteingang, falls wir da reinkommen. Weil der Weg führt uns auch da lang. Bisschen komisch, dass sie uns jetzt durchlassen. Okay. Sie hat die Wachen einfach schon alle platt gemacht. Okay. Also mit ihr sollten wir uns definitiv auch nie anlegen, weil ich glaube, das könnte ein bisschen schief gehen. Ja, sie haben wir ja so nebenbei bekommen. Also es wäre tatsächlich mal so ein Bogenschütze. Sie ist halt auch Elektro. Das fand ich ein bisschen schade. Also klar passt das zu Shogun Raiden. Aber es sind halt so zwei Elektro. Warum auch immer da unten eine Katze steht. Das ist auch so ein schöner Baum. Können wir den Baum mitnehmen? Schöner Kirschbaum. Wir müssen noch weiter nach oben, ne? Ja, gerade ein bisschen den Weg verpeilt. So. Ja, du wurdest platt gemacht, mein Freund. So, es fehlen uns halt immer noch 2 Buchseiten hier in dem Gebiet, aber ich habe halt echt keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich habe gehofft, dass wir die jetzt so unterwegs vielleicht mal finden. Hier oben waren wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Manchmal kleben die Zettel auch einfach irgendwo an der Wand, das ist das Problem. Die liegen nicht immer auf dem Boden. Das heißt, man muss auch immer an den Wänden gucken. Aber können wir später hier besser durchgucken, glaube ich. Ja, die waren alle gut gemacht. So. Ich würde sie auch gerne auf 90 ziehen. Mir fehlen aber, glaube ich, noch einige Sachen von den Bossen. Aber ich muss jetzt mal die Weekly Sachen machen. Ansonsten kriege ich die nicht mehr fertig. Duell mit La Signora. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujo-Sara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. Listen. I know. You can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ja, sie will einfach die Herrschaft über Inazuma haben mit den teuflischen Augen. So you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea Das what Teil, was you're sich da hinter ihr immer talking dreht. She doesn't take us seriously at all. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten.
But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. Ja, auch das göttliche Herz von Venti hat sie ja genommen und von Weiter auch. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're Hat sie just ihr Herz necessary schon? sacrifices. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Kann mir nicht vorstellen, dass wir sie so besiegen, dass sie stirbt und so. Weil die spielt garantiert später noch eine große Rolle. A lesson on Harbinger power and elegance? As you wish. Sie ist halt nur Nummer 8, ne? Ich glaube. Was muss ich hiermit machen? Ja, ne, ich zerstöre das einfach mal. Achso, ich kann sie so gar nicht angreifen, glaube ich, ne? Kann ich sie jetzt angreifen? Ja, kann ich. Oh, ich krieg aber in ihrer Nähe übelsten Frostschaden. Das ist zum Wärmen, beziehungsweise später zum Kühlen. Nicht zu... Oh! Super. Ich dachte, ich muss das machen, damit ich ihre Barriere zerstören kann. Oh, das war natürlich dann nicht so gut. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. There is no escape. As one with wind and cloud, the Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. Ah, die Teile sind eh wiedergekommen. Also zumindest zum Teil. One with nature. Was war das? The pale flame smolders.
Ah, das war wahrscheinlich das, weil ich die zerstört habe. Eis und jetzt Pyro. Hexe der glimmernden Glut. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Zerstör mal wieder ein. Embrace your searing reckoning. Shine down. The wind knows me. Time to go. Clouds high. The birds. Immolation. A cherished agony. Do you feel it? Wind strike. Dance, my illusion shattered. Ich glaube, damit können wir das sofort komplett auslösen. Shine down. Ich glaube, wenn wir das hier zerstören. Ja, dann geht das sofort runter. Ja, wir kühlen halt deutlich schneller. Ich weiß nur nicht, was es bringt, wenn wir alle davon zerstören. Not bad. As one with wind and cloud. Let the show begin. Time to go. Into the wind. Da hinten ist wieder eins, okay. There is no escape. The wind knows me. Ist halt voll. Not every wound will heal. Ready, steady, go! Into the wind. One with nature. So, jetzt kommt garantiert wie bei dem anderen noch eine dritte Form, oder? So strong, but how? Oder sie mischt sich ein. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. Swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! Oh, wow! Alter, die wird wirklich gekillt. You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Danke. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. Ja, warum laufen wir so langsam? Komisch. La Signora ist tot. One
strike from the Shogun and now Senor is gone. Kommt ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil sie hat ja eigentlich so die Fäden da immer überall gehabt und hat ja die anderen beiden Herzen da geholt und so. Ich dachte, sie sammelt jetzt alle. Traveler, you got a headache? China, let's get out of this place. Paimon feels unsettled. Also ich habe schon gedacht, dass wir gegen sie kämpfen, das wusste ich ja. Ich dachte jetzt, dass sie irgendwie entkommt dann oder was weiß ich, aber nicht, dass sie da wirklich stirbt. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? Also es heißt natürlich jetzt nicht, dass sie endgültig tot ist oder so. Es gibt... Wer weiß, was die da für Techniken haben und keine Ahnung. Und Are you okay? You're so silent. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Let's go see what the situation is, shall we? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Der hat ein zweites erweckt. Wer kann ihr standhalten? Das ist so gut, dass da so irgendwelche komischen... Ah, jetzt ist er wieder da drin. So, we meet again. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Ja, erzähl Do jetzt. you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Okay, sie weiß Bescheid. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often,
People have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. Ich finde es halt komisch, dass sie Ei heißt. Das ist ein Raum, der aus deinem Bewusstsein besteht, nicht wahr? That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will. Ich werde dich einfach absetzen. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Müssen wir jetzt kämpfen? Excessive yearning leads to inevitable destruction. Können wir sie besiegen oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich erhöhe einfach mal meine Chancen. Das ist halt doof, dass wir sie selber mit haben, weil Elektro gegen Elektro halt mega doof ist. Aber Alter, wir machen halt kaum Schaden, ne? Ja, super. Lol, aber wir überleben das sogar. Wow. You are an enemy that requires special attention. I must remain calm. This ends now. Sie hält aber leid. Hast du sie besiegt? Und die hält halt mega viel aus. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man sie besiegen kann. Evasion is futile. Instabilities will be removed. Time to go. That hurts. Oh, jetzt haben wir Augen gehabt. Also wir haben eventuell eine Chance, das umzukehren. Ja, wow. You are an enemy that requires special attention. Strike dead. Absurd. Einfach abwarten, ja super, wenn wir jetzt alle Charaktere wegsterben. Ah, jetzt ist eh vorbei, okay. Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. Kann ich leider alles nicht lesen. I hope we can abolish the Vision Hunt Decree. Das Elektro-Auge da, was
Kasua hat. Das hat irgendwas... Das ist irgendeine Person, die ihr was bedeutet. Zum Glück leben unsere Charaktere wieder. All desire can be broken. Clouds high. The birds come. Wind striker. All will be severed. Not bad. The wind. Come on, we can do it. Time for retribution. Der Zerstörer. Adorn my night. One with nature. Wir können sie gar nicht besiegen gerade, ne? Ja. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people, and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Ja, genau, einfach den Leuten vertrauen. Kann es jenseits der göttlichen Erwartung sein. Es übernimmt sogar die Arbeit der Götter. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? Richtig. There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. No. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. Wo Schatten ist, gibt's auch Licht. I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still, will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. It does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention.
Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. Okay, da kam gerade ein Sound und dann, kommt ein Ladebildschirm. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Ach, sie war gar nicht mit dabei, ne, Paimon? Also, die Person, die Kasua kannte mit dem Schwert, jetzt muss irgendwas mit, das muss die, also das haben wir jetzt natürlich nicht gelernt, vielleicht lernen wir das noch kennen in ihrem Legendenauftrag. Das kann natürlich sein.
Wie ich Manu kenne, hat die den Legendenauftrag schon durchgespielt. Ja, also sie hat auf jeden Fall irgendwen verloren. Sie, ihre Schwester vermute ich mal. Und das war wahrscheinlich auch die Person, die Kasua halt, weil sonst hätte das Auge nicht reagiert auf sie. Ja. Da bin ich mal gespannt. Gotcha. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. So, 925 EP. Aber es ist immer noch nicht vorbei, ne? Oh, wir haben einmal Dings bekommen. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? Ja, super. Alles umsonst gewesen. The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. For once, Paimon just does not know what to say. No, After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Kein Wunder, dass er sich nicht gezeigt hat. Anscheinend bin ich wirklich wertvoll. Well, what's done is done. Gut, dann haben die schon mal 3 Herzen. Now, let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Da ist Fehler drin. Über meinen Bruder. Ja, eigentlich müssten wir über unsere Schwester was fragen. Tatsächlich hatte ich immer gedacht, dass dieses mit dem Herzen-Geschichte von La Signora so ein eigenes Ding ist. Gar nicht mal von den Fatui jetzt komplett, sondern so ihr. Aber anscheinend scheint das so das Hauptziel der gesamten Fatui zu sein. Was mich halt wundert, dass sie sich da nicht die anderen Herzen schon lange geschnappt haben teilweise. Weil die ja 11 Leute sind. Also, ja.
So. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, Bestimmt ist don't you unsere think? Schwester Celestia. We aren't looking to pick a fight with you. Die Welt einfach zerstören will, damit sie von vorne beginnt oder so. Das ist bestimmt wieder so eine typische Story wie. May you soon discover the truth behind it all. Da bin ich mal gespannt. As for your sister's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it. And I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking Werden wir dann in 2-3 Jahren mal irgendwann vielleicht erfahren. Wie bei den I'm ehemaligen. surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morat's told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were two twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Also Baal ist tot. Sie ist gar nicht Baal, wie viele immer meinten. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Aber ist Kasua so alt, wenn die vor Hunderten von Jahren gestorben ist? Weil das ist doch definitiv, das Auge hätte doch nicht reagiert, wenn das von Kasua da nicht das von der Schwester gewesen wäre, von der Göttin. Ah gut, das kann nicht von, ja, die Göttinnen haben kein Auge, ne? Die erschaffen die Augen. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there is one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No. The prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ugh! Not the Fatui! Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Außerdem hat er uns die Geschichte seines Freundes ja schon erzählt. Kann sein, dass ich den Legendenauftrag nicht gespielt habe, aber hat Raiden Shogun nicht eben noch gesagt, dass sie nur die Augen genommen hat und kein quasi, also dass sie die nicht getötet hat? Das ist halt so, was mich ein bisschen verwirrt, weil er ist ja anscheinend gestorben dabei, als das Auge ihm weggenommen wurde und so ein Kram. Ich habe da irgendwie nicht den Überblick. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den Legendenauftrag auch nicht gespielt, der das erklärt. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis.
And the prototype puppet is now known as the Balladeer. What a crazy story! It is, isn't it? Who can say whether Der it's Prototyp coincidence ist einer or der destiny? 11. Aha. Okay. After leaving Inazuma, Das ist auch sehr I think interessant. it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. Ja, aber haben wir die gesehen, den gesehen mit dem Schwert, der I'm sure you Freund? must have some things Wir haben to das immer nur discuss so with her too. schattenmäßig gesehen, oder? I wish you all the best. Oder haben wir den wirklich so kennengelernt? Are you sure? Okay then. Ja. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yai Miko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Oh, Now, jetzt a ist question richtig. for you. Wieder meine I Schwester. see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. So, Kapitel 2, dritter Akt abgeschlossen. So. Ah, jetzt ist es ein Artefakt oder so, ne? Okay, wir haben nichts mehr. Kennengelernt nicht, war eine Geschichte wie bei Genshin. Ja, also kennengelernt meine ich nicht, sondern dass wir halt wirklich gesehen haben, wie der aussah und so weiter, sondern man hat nur so, ja, so Umrisse, so Andeutungen immer bekommen und so. So, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir noch die Dailies fertig machen. Wir müssen noch die Weekly Kopfgeldsachen und so weiter machen und die Weekly Bosse wegklatschen. Ich brauche noch jede Menge Talent Upgrade Sachen und so. So, und wir haben erstmal schöne 100 Punkte. Dadurch nächste Stufe. Und das gibt einfach nur ein Banner. Mit nächster Stufe haben wir, glaube ich, Schatzkompass, ne? Ne, Elektroresonanzstein. Und dann kommt der Schatzkompass. Okay. So, Kopfgeld. Natürlich das große. Auch wenn es so ein nerviger Samurai ist. Aber die sind ja zum Glück nicht mehr so schlimm, die Kopfgeldjagden. Aber ich wollte gerade mal nachschauen. Oh, wir haben noch 14 Aufträge, die uns fehlen. Butterkrebs. Ja, das hier könnte auch so ein Fall sein, wo jetzt hier einfach irgendwo eine dieser Nachrichten rumliegt oder so. Ich weiß halt leider nicht mehr, wo wir die gefunden haben. Das ist das Problem, deswegen. So, wir gucken mal. Wir können die ja sogar... Ah, stimmt, wir können die betreten, ne? Und die Endeaktion, ja, ja, stimmt.
Und die andere Mission wollte ich auch. Also wir lassen das heute mit dem noch was anderes spielen, glaube ich. Hier ist ein Buch. Ich habe letztens auch gemerkt, dass es wieder irgendwo neue Bücher zwischendurch gab. Ich habe irgendwo einfach bei einer Daily oder einfach bei einem Besuch in Liyue irgendwo ein Buch gefunden. Wo ich zigtausendmal vorbeigelaufen bin. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Buch nicht lag vorher. Also das muss da vorher nicht gelegen haben. Die Aktion muss ich auf jeden Fall machen, denn da gibt es jedes Mal 70 Urgesteine und ich glaube 6 Mal oder so. Das ist mega nice. Oh cool, haben wir noch ein Buch gefunden. So. Oder ich habe das Buch einfach übersehen, das kann natürlich auch sein. Würde mich auch nicht wundern bei mir. Lol. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ich habe null Plan, was ich dafür erledigt habe. Bitte habe ich gemacht, um die... So, zerstöre den Schleimballon. Ich habe natürlich nicht mal getroffen gerade. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Kopfgeld ist da. Haben wir hier einen? Ach, wir haben ein neues Namenskärtchen. Gab auch wieder ein paar Entschädigungen, weil wohl irgendwas wieder nicht funktioniert hat. Fand ich auch ganz nett. Hat man auch mal einiges an Urgestein oben drauf bekommen. So, jetzt ist die gute Frage. Hier war auch eine Schatzkiste drunter, die habe ich letztens noch eingesammelt. Da vorne. Ich glaube, der ist stärker, je mehr Einheiten um den rum sind. Deswegen sollten wir erstmal die Außen besiegen. Beziehungsweise der Haupttyp ist sowieso gerade weg. Ich hasse dieses Heilen. Hat der Blitz eingeschlagen oder hast du es selbst zerstört? Das ist ein Secret, da muss man eine Fackel zerstören. Welches meinst du jetzt? Unter dem Teil da oder da bei dem Schrein gerade? Alter, hält der viel aus. Geht das bei dem auf der anderen Seite auch? Endlich. So.
to go. Das... Ich hasse das, dass man die immer erst besiegen kann, wenn die wirklich kampfbereit sind, wo ich mir denke... The wind knows. Is that all you've got? Verdict is? I'll protect us. There is insulin. Clouds high. The birds call into the wind. One with nature. So, eine Aufgabe, ein Kopfgeld haben wir. Und jetzt, wo ich es gerade gesehen habe. Wir können... Und mir fehlt übrigens in Mondstadt irgendwo noch eine Quest, ne? Habe ich letztens gemerkt. Ich habe nämlich nicht alle. Mir fehlt genau eine Quest in Mondstadt. Müssen wir irgendwann noch mal schauen, das machen wir jetzt aber nicht. So. Kann man in die Stadt gehen, ein paar Sachen abgeben. Ja. Zum Glück haben wir immer genug von allem noch. Ich muss da hier nochmal in die Stadt, ne? Die Daily Links abgeben. Time to go. Schaffen wir die nächste Stufe? Nein, schaffen wir nicht. So, jetzt müssen wir noch irgendwo... Also am Schrein. 15 Möhren verteilen. Time to go. So, wir ziehen noch mal ein Stäbchen. Keine Ahnung, was das genau bringt, außer dass man da einen Erfolg kriegen kann, aber sonst bringt es, glaube ich, nicht so viel. So, der Boss müsste, das müssten die 3 Teile hier sein. 2. Inazuma shines eternal.
Oh, die kann man damit auch aus der Kraft setzen. Nice. So, dann machen wir das jetzt fertig und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Ich habe schon wieder fast 160 Punkte. So viel zusammengesammelt im Laufe der Zeit. Wir sind um 370, 470 kriegen wir zusammen. Fehlen immer noch 300 Punkte. Und das kriegen wir auch durch Aufgaben nicht zusammen. So schnell. Das sind immer nur so 20er Aufgaben. Höchstens durch Welterkundung sind wir bald bei. Ne, 60% gibt es ja das letzte Mal, glaube ich, was. Ne, dann geht es da auch nicht mehr. Gerade mal bis 70% insgesamt. Time to go. Time to go. Time to go. Time to go. Into the wind. Clouds high. The birds. Retribution. Er hat immun gegen irgendwas. Ich hoffe, das ist nur. The wind knows. As one with wind and cloud. Shine down. One with nature. There is no escape. So. Kopfgeldjagd. Erledigt. Gleich holen wir erstmal Daily ab. So, dann in die Stadt. Zur Abenteuergilde. Können wir jetzt hier eigentlich was machen? Ne, wo war das? Irgendwo gab es hier einen. Ach, das ist der andere Shop da vorne, ne? Add Astra. So. Das verkauft hier überhaupt gar nichts. Genau, hier. Die hat vorher, glaube ich, nicht funktioniert. Oder habe ich alles gekauft, was es da gab? Habe ich das alles gekauft? Habe ich da so viel von den Punkten für verballert, dass ich deswegen... Ich weiß es nicht. Herrenhaus im Becken. Ach nein, das geht noch nicht. So. Höllenfeuerfalter. Die sind die Sachen, die man auch führt. Hier das Kernschmelz, das braucht man, glaube ich, für sie. Asche. Ja, tja, und sonst die ganz normalen Sachen. Typischer Weekly Boss. So, wir gehen erstmal.
So, wir können eine Stufe hochgehen. Hier gibt es halt ein paar Siegel noch und so. So, 30, 30, dann haben wir... Dann brauchen wir noch 2 mal 60. Okay, wir können gar nicht alle machen. Mal gucken, dass ich vielleicht den letzten Boss morgen noch mache. Vielleicht nicht die beste Combo, vor allem nicht mit Diluc, aber obwohl gegen Eis ist Diluc halt nice und dann... Ich muss auch mal wieder hier ein paar Sachen craften. You're trembling. Is it the cold or Ich just find's halt cowardice? doof, dass wir jetzt schon Eis hochkriegen. Das ist ein bisschen doof. Torn to oblivion. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! That hurts! There is no escape. One with nature. Is that all you've got time for? Retribution! So. Into the wind. Shine down. Let's dance. There is no escape. Now you shall perish. Dance, my pretties. The wind knows me. As one with wind and cloud. Ah. Into the wind. I'll protect us. Fine. Come on, we can do it. Oh, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich Charakter wechseln. Super, man kann sie sogar mit Feuer angreifen, ist ja lustig. One with nature. There is no escape. Torn to oblivion. Fine. Fallen leaves, adorn my night. Ah, der wandelt das immer in Feuer um. Was natürlich richtig doof ist, weil das halt keinen Schaden macht. Shine down. Into the wind.
Hä? Okay, ich habe eigentlich gewechselt, aber egal. Das Spiel war nicht so schnell. Not every wound will heal. Finde ich halt lustig, dass die auch den Feuerschaden abkriegt. There is no escape. Inazuma shines eternal. I never asked for redemption. Never. So, das ist sie. Finde ich eigentlich, also sie dauert ein klein bisschen und so, aber ich finde sie jetzt nicht so extrem schwer. Aber wir sind ja auch schon viel gelevelt und so weiter. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch Spieler gibt, die jetzt neu anfangen und dann halt, ja, vielleicht die Story und so weiter in 1 quasi immer weiterspielen und vielleicht dann gar nicht so die Upgrade-Möglichkeiten bis dahin hatten und so. Weil es dauert natürlich wochenlang, da die ganzen Materialien und so immer wieder zu farmen. Gerade die alten Weekly-Bosse und so. So, zweiten Weekly-Boss haben wir. So, ich glaube, die Statue ist auch bald leer. Aber egal. So, dann machen wir nochmal hier. So. Sturmschreckner geht schnell. Ashtar mache ich dann, glaube ich, offscreen irgendwann nochmal schnell, weil dauert halt ein klein bisschen, ist ein bisschen nervig, aber ist eigentlich mittlerweile auch ganz gut machbar. Schade. Nicht getroffen. Komm her. Jachi. Ah, war nicht so nice. Die sind gefailt. Ich bin noch nie nach links gegangen. Das Problem ist, dass wir jetzt wahrscheinlich abstürzen werden. Ja. Ich hasse das. Weil dann fliegt man irgendwie immer nicht weiter. Aber ich mache es jedes Mal. So. Den brauche ich immer noch für die Luke und so, aber die letzten Stufen sind halt echt
Mega schweineteuer, die Talente hochzustufen. So, wir können uns ein bisschen was einsammeln. Wochenaufträge, 3 Bitten. So, also eigentlich muss man so nicht alles erledigen, weil man eh genug Sachen hat, um das dann zu schaffen. Aber die anderen beiden Bosse gucken wir gleich. So, das hier ist wichtiger. Das mit dem Angeln will ich mir aber auch gleich noch anschauen. Kayabuki Kazuyoshi. So. Ja, im Endeffekt muss ich hier einfach... Ich habe es nicht ganz verstanden beim ersten Versuch. Also im Endeffekt... hier habe ich eh schon 1300 Punkte. Wir müssen immer am besten über 1000 Punkte kommen. Weil dann kriegen wir halt hier die Belohnung. Die Steinchen brauche ich nicht unbedingt. Davon habe ich so viele mittlerweile. So, das Einzige ist, was ich halt... Oh, er hat es zum Glück noch drin. Das passt zwar alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Und es gibt auch lustigerweise zum Glück ein paar Charaktere, die man so mit dabei spielen kann. Deswegen aber... ja. Ich lasse sie einfach drin, klatsche damit rein. Wir müssen am besten möglichst viele Gegner wegballern. No time to lose. Und Shouldn't let your guard down. No time to lose. Now you shall perish. Illusion shattered. Tidal wave. Shine down. so. Und dann irgendwann sinkt die Kampfkraft enorm. Der macht halt einen Schaden, ne? Oh. So, wilder Alpha ist gestiegen. Ja, noch 2 Minuten und wir haben jetzt schon... Ich weiß nur noch nicht, ich habe das jetzt mal, glaube ich, nicht durchgelesen, was das mit dem Eifer bringt. Und jetzt fängt es halt wieder von vorne an einfach. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Shine down. You can run, but you can't hide. Tidal wave.
sehe gerade erst jetzt, da oben sogar eine Leiste ist, wann das Team ausgewechselt werden muss, die runtergeht. Born of ice and frost. This is long overdue. So. Also die ersten sollten jetzt kein Problem sein, aber später kann es sein, dass wir da ein bisschen umstellen müssen. Ich habe mir die Fähigkeiten auch nicht alle durchgelesen, muss ich gestehen, weil dafür für die 6 Kämpfe so viele Fähigkeiten da durchlesen und so. Weil hier gibt es allein die ganzen Fähigkeiten. Und dann den passenden Charakter dafür jedes Mal. Das machen wir dann vielleicht, wenn wir es nicht schaffen sollten, aber... No time to lose. Brace yourself. This is gonna hurt. There is no escape. Torn to oblivion. Tidal wave. Lament. Muss ich mir gleich mal durchlesen, was dieser Eifer überhaupt bringt. Die macht auch ordentlich Schaden, finde ich. Also gegen die Eis hier jetzt gerade. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil da so viel Feuer zwischen sind. Don't waste my time. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Teamwork is strength. Into the wind. One with nature. As one with wind and cloud. Aber das sollten wir trotzdem locker schaffen. Shine down. No time to. Riptide. Who's next? Now you shall perish. Oh. Useless. 2. Ja, schaffen wir. 1000 schon. Evil conquering. Shut it. Ja, warum geht dieser Schock noch nicht? Das ist so ein bisschen komisch. Übrigens. Aber ich hasse das. We're way behind schedule.
Aber es wird immer knapper, ne? Wir haben immer weniger Punkte. Ja, das wird auch immer schwieriger, glaube ich. No time to lose. Shouldn't let your guard down. Illusion shattered. Torn to oblivion. No touch. Shine down. Lament. Useless. Get out of my pit. Cool it. Oh, so sorry. Shut it. Ich hasse dieses Kackschild. Disappear. Come on. Focus. This is long overdue. We're way behind. Nice and spicy. Born of ice and frost. For Rex Lapis. Time for your arraignment. Boom! I'll protect us. Kann nicht wechseln. Retribution. Into the wind. Clouds high. The birds call. Everybody stand back! One with nature. Bring it on. You can run, but you can't hide. There is no escape. Inazuma shines Ah, wir haben jetzt noch eine Minute, den zu besiegen. Das sollten wir doch hinbekommen, oder? Tidal wave. Bring it on. Illusion shattered. Riptide. Prepare to die, fool. The day has finally come. Freeze. Jetzt geht halt die Zeit aus gerade. Access denied. Ja, 990 Punkte wird mich sagen. Ja, witzig. 990 Punkte, ist das euer Ernst? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. 990 Punkte? Ja, nicht noch. Super. So.
Die mit Ausrufezeichen sind Bosse, ne? Die, glaube ich, stärker sind, oder? So. Die 3 Bücher und 30.000 Mora will ich aber auch gerne noch haben. Das müssen wir gleich nochmal machen. So, wir haben doch bestimmt irgendwo... Keine Nahrung, keine Objekte. Ich weiß halt nicht, was das Ding bringt. Haben sie das hier irgendwo beschrieben? Gibt es hier irgendwo einen Bereich für... Ja. And I know just the tune to accompany them. Was bringt denn genau der Eifer? Wird den Geoschaden, Alter. Druckmittel, wow. Ach so. Ah, hier. Okay, einfach den Schaden und so. Okay. Einfach nur Schaden und so weiter. Brace yourself. This is gonna hurt. There is no escape. Now you shall perish. You can run, but you can't hide. Illusion shattered. Ha! Ha! Lament. Dodge this. Don't get frostbite. Useless. Disappear. No touching. Blaze over. Loba, get them. Out of the frying pan, into the fire. This is long overdue. Incinerate. Breath of the flame. Motion to compel. Let's dance. Die Combo ist halt nicht nice, aber da überspringe ich jetzt einfach schneller. Don't waste my time. Submit. Burn! So, okay, ich habe die 1000 schon. Okay, hier ist es einfacher. Lol. As one with wind and cloud. You're mine. Bring it on. Riptide. Bring it on. Inazuma shines eternal.
You're mine. Useless. Lament. Boring. Freeze. Oh, so sorry. Dodge this. Born of ice and frost. Get them. Ja, zweite Punkte schaffen wir eh nicht. Aber Incinerate. Boom. Time for your arraignment. Time for retribution. Give up. war irgendwie deutlich einfacher als die Runde davor. So, das hier noch und dann müssen wir das eine nochmal wegen 10 Punkten machen. No time to lose. Shine down. Now you shall perish. Tidal wave. Shouldn't let your guard down. Who's next? There is no escape. Okay. Oh, ich krieg mal die ersten Tore. Disappear. This moment will be frozen in time. Cool. Lament. Boring. Blaze over. Nice and spicy. Access denied. Next on the edge. All hail. We're waking up. Goba, get them. Incinerate. Breath of the flame. Let the show begin. Motion to compel. Verdict is... Your life is mine. Blood repays blood. Time for retribution. Time to go. Fallen leaves. Adorn my night. Ja, super. Wie soll ich den denn besiegen, wenn er da oben rumwirkt? You can run, but you can't. Ha! Shine down. Torn to oblivion. Who's next? Illusion shattered. Freeze. Oh, so sorry. What's the... Evil conquering. So, 1000 Punkte. Fehlt mir nur noch dieser eine Kampf dann. Dodge this. This moment will be
Boom! Incinerate! Let's stick. So. Keine Lust, da jetzt nochmal durchzutesten. Wir probieren es einfach nochmal so. Brace yourself. This is gonna hurt. There is no escape. Now you shall perish. Tidal wave. Shouldn't let your guard down. Disappear. Der hat mir vorhin so viel Zeit gekostet. Don't wish your luck. Freeze. Oh, so sorry. So, ist down. Useless. Blaze over. Booba, get them! No touching. This is long overdue. Nice and spicy. Racy. Boom boom. Inadmissible evidence. Motion to compel. So. It's nothing. Verdict is... As one with wind and cloud. Into the wind. Ja, diesmal ist das diesmal ist das kein Problem. Weil das war vorhin irgendein Boss, den ich nicht. The wind knows it. Clouds high. The birds call. Illusion shattered. Tidal wave. Inazuma shines eternal. Die macht halt echt nicht so extrem viel Schaden, ne? Wenn ich überlege, mit Dings baller ich da eine Ulti durch und die sind alle tot. Und bei ihr, also so als Unterstützung, die anderen machen dann mehr Schaden, wenn der Elektrokreis da rum ist und so. Und sie ist bei mir halt auch noch nicht ausgerüstet oder so, aber trotzdem. Aber sie ist auch Schwerkämpferin, das heißt, sie macht nicht mit einem Schlag so viel Schaden, sondern eher so über die Zeit. Gerade wenn die Ulti aktiv ist, läuft die ja 12 Sekunden und dann macht sie ja die ganze Zeit mehr Schaden und so. Ja, weil vorhin hatte ich hier da war ich bei dem hier und habe nicht mal 1000 Punkte gehabt. Keine Ahnung warum. Das ist seltsam. Boah. Easy geschafft jetzt. Gut, dann Belohnung abholen und dann haben wir das auch erledigt. Das Banner brauche ich nicht.
So, wir haben alle geholt, ne? 1 ja. 2 ja. 3 ja. 4. 5. Und 6. Und wir kriegen sogar noch Saisonauftrag 6000 Punkte. Nochmal 2 Level und ein bisschen. Nice. Supi, wir haben 100 Punkte. Ich klatsche mal eben schnell den Wolf. Dann habe ich den auch schon mal hinter mir. Immer so nervig, aber das ist auch der einzige Weltboss, der quasi einfach so rumsteht, ne? Time to go. Das andere sind alles irgendwelche Dungeons. Ein Teil kann man ja sogar mit mehreren machen von den Weltbossen. Also den hier auch zum Beispiel, aber auch die anderen Teile. Aber ich glaube nicht alle. Time to go. Heißt der nicht manchmal Boreus oder so? Sind das verschiedene? Haben wir letztes Mal geguckt, ich war immer der Meinung. Da habe ich mir das nur so eingebildet, weil die Eiswürfe meist Boreus in den Spielen heißen. Ist ja an eine nordische Sage angelehnt, der Wolf hier. Ich weiß auch am Anfang, wie wir bei dem noch Probleme hatten. So, das hasse ich jetzt. Normal baller ich dann jedes Mal irgendwas drauf und dann kriegt er gar keinen Schaden in der Zeit. Das ist das Problem. Einfach was reinballern. Crit ist hoch. Das Lustige ist, ich habe ihr einfach irgendwelche Attributsteile gegeben. Also sie hat glaube ich, Feuerschadenbonus drauf oder so. Aber
Das Lustige ist, sie rennt mit 73% Crit rum und 91% Crit-Schaden. Also, sie hat einfach die ganzen Artefakte bekommen, die ich so aussortiert hatte, und dann ist irgendwie 73% Crit dadurch. Als Vergleich, die Luke hat, glaube ich, die Hälfte, obwohl er... Was ist das gewesen? Okay. Weil ich bei ihm einfach nicht die passenden Artefakte kriege. Nice. Nice, nice. Der Stein, den habe ich nicht oft bekommen. Den habe ich noch gar nicht gehabt. So, Harz haben wir auch noch verballert. Es fehlt halt nur noch Ashtar, aber da haben wir jetzt nicht genug von. So, hier gibt es jede Menge neue Aufgaben und die sind noch gar nicht alle verfügbar. Okay. Aber hier gibt es zum Beispiel Artefakt-EP-Flaschen, die nice sind, weil die halt wiederum nicht den Artefakt-Slot benutzen, sondern es ist halt ein zusätzliches Item. Ich finde es schade, dass man nicht Artefakte einschmelzen kann in diese Tränke. Das wäre mega nice, sodass man die für später verwenden kann. Aber wir gucken mal. So, die Quest wollen wir noch anfangen. Wo mache ich das denn? Ja, wir müssen so einen legendären Mondfisch, glaube ich, fangen oder sowas. Habe ich irgendwie gelesen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Guten Tag. Mondleviathan, genau. Leviathan ist normalerweise so ein riesiges Viech. Das ist ja so ein Kriegsschiff-Größe mäßig meist eigentlich. Also zumindest in den Spielen, wo ich Leviathane kenne. Oh, hallo. Du musst der Fischer sein, der von der Abenteuergilde geschickt wurde. Ich bin Kujirai Momichi, Fischer aus Inazuma. Ich habe beim Angelfallen von dir gehört. Als ich dich heute gesehen habe, dachte ich, dass du tatsächlich so vielversprechend aussiehst, wie sie gesagt haben. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Person erwischt. Seit kurzem bin ich auf der Suche nach einem Fisch, den man aus Legenden kennt. Er heißt Mondleviathan. Und der Legende zufolge hat er die Macht, den Menschen Wünsche zu erfüllen. Oh, cool. Ein Wunschfisch. Oh, ein Fisch, der Wünsche erfüllt? Beimer mag diese Art von Legenden. Auch wenn alle sagen, dass es nur eine Legende ist. Ich glaube, dass es wahr ist. Denn vor einigen Jahren bin ich so einem Mondleviathan vielleicht schon einmal persönlich begegnet. Hat er dir einen Wunsch erfüllt? Naja, so halb. Die Geschichte ist folgende. Vor ein paar Jahren haben 2 Freunde und ich uns wegen unseren Wünschen auf das Meer hinaus begeben, um den Mondleviathan aufzuspüren. Der eine Freund hieß Giawai und der andere Nantuk. Was für Namen. Doch die Reise war turbulent. Wir sind in ein furchtbares Unwetter geraten. Obwohl unser Fischerboot überlebt hat, wurde unser Kompass beschädigt und wir trieben verloren auf einen uns bekannten Teil des Ozeans. Okay. Und dann einige Tage später war es uns immer noch nicht gelungen, einen Weg nach Hause zu finden. Uns war mittlerweile das Trinkwasser ausgegangen und obwohl niemand etwas sagte, so wurde die Stimmung zunehmend verzweifelt. Und dann hat er seine beiden... Ist das eine Sie? Das ist eine Sie, ne? Dann hat sie ihre beiden 2 Freunde aufgegessen. Bis zum Punkt, an dem begann, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Er wollte sich das Leben nehmen. Steckte ihn in eine Flasche und wollte ihn ins Meer werfen. Wir hörten, wie er hinausschlich. Wo schlich er hinaus? Aus dem Boot? Dahinter dir? Oder was für ein Riesenboot muss das gewesen sein? Ihm nach, um ihn aufzuhalten. In dem Moment sahen wir alle einen riesen Schatten unter Wasser. Der Schatten leuchtete ganz leicht und strahlte an manchen Stellen so, als ob Stücke des Mondes ins Wasser gefallen wären. War es ein Mondleviathan? Wir waren so verzweifelt, dass wir daran glaubten. Wir wünschten uns, dass er uns wieder sicher in unsere Heimat zurückbringt. Und glaubt es oder nicht, aber wir überlebten tatsächlich. Als der magische Schatten wegschwamm, folgten wir ihm und das führte uns wieder nach zu Hause. Oh. Nein, das ist die Wahrheit. Wir können ihn bestimmt wiederfinden. Jetzt mal so eine Frage, warum sollten wir dann nach ihm angeln, wenn er...
Jiwei ist am Hafen von Liyue. Ah, seit er nach Liyue zurückgegangen ist, ist er nie wieder von dort weggegangen. Das Meer. Ah, okay. Nö, habe ich noch nicht. Gut, dann gehen wir mal darüber. Sogar, wir müssen gar nicht einfach angeln, sondern eine kleine Geschichte. Ja, es ist einfach der andere Fischer und lass mich raten. Der letzte ist einfach der Fischer aus Mondstadt. Wow. Unglaubtastisch. So. Das Meer ist wie eine schöne Frau. Es verheißt nicht immer etwas Gutes. Ja, das hat er, glaube ich, letztes Mal. So, wir sagen ihm, warum wir hier sind. Der Mondleviathan. Natürlich geht es um den Mondleviathan. Dieses Erlebnis vergisst man nicht so schnell. Auch Kujirai hat es nicht vergessen. Ihr Wunsch war... Dann verabschiede ich euch mit meinen besten Wünschen. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Hä? Wir sind gekommen, um dich mit an Bord zu holen. Willst du denn nicht mit uns kommen? Damals haben wir habe ich fast mein Leben verloren. Das Meer ist wie eine schöne Frau. Ja, das hatten wir schon mal. Außerdem bin ich ein verheirateter Mann. Wie könnte ich meine Familie verlassen? Ich muss meine Rolle als Haushaltsoberhaupt ausführen. Müsst also mich entschuldigen. Deine alten Freunde werden enttäuscht sein. Sag doch sowas nicht. Lass mich nachdenken. Obwohl ich euch auf euren Reisen nicht begleiten kann, werde ich euch auf andere Weise helfen. Ich gebe euch meine jahrelange Erfahrung als Fischer an euch weiter. Eine Legende kommt wieder am Mondleviathan. Lässt sich nicht so einfach fangen. Ich verstehe es halt nicht, warum wir den überhaupt fangen sollen, weil... Weißt du, der hat die gerettet und jetzt wollen die als Dank ihn fangen und am besten noch grillen oder so? Ich weiß es nicht. Aber egal. Das ist Dankbarkeit. Möchtet ihr auch einen Mantuk aussuchen? In Mondstadt. Jiwais magisches Fischertraining geht gleich los. Wir haben ein Training. Okay. Da müssen wir hin. Ich glaube, das andere können wir eh noch nicht machen, weil das noch nicht freigeschaltet ist. Aber ich hoffe, dass wir dabei die Fische fangen, die wir sowieso für die Sachen brauchen. Ich weiß schon, warum ich die nicht gefangen habe, weil ich wusste ja, dass ein Fischer-Event kommt. Wenn wir Glück haben, dürfen wir die sowieso behalten, also... Falls wir die behalten dürfen. Falls wir nicht zu doof sind, die hier reinzuschmeißen. So close, stay cool. Whoa, nice catch. Steady now, it's the final... Whoa, nice catch. Ist das so ein Dings da hinten oder ist das ein anderer? So ein besonderer da hinten, ne? Victory is almost ours. Whew, that was a tough fight. Nee, du sollst ja nicht hinbleiben.
der eine Fisch weggeschwommen? Ich muss sowieso die fangen. Victory is almost ours. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Oh, jetzt schnell noch. So close, so close. Stay. Wow, nice Neuer Rekord. catch. Drei Fische beliebiger Fischarten, 5 Zuckerblumen. So, cool. Nochmal wieder Urgestein, dann haben wir die Tränke und sogar das hier noch bekommen. Solange wir die Fische auch behalten dürfen, hoffe ich mal. Da war aber ein etwas anderer, seltenerer Fisch, glaube ich, bei. Jetzt ist so die Frage, wo waren jetzt die Fische nochmal drin? Oh, wir machen ein Rezept. Wir haben sogar 2 Schlüssel mittlerweile. Ah, die Krone. Können wir bestimmt auch später noch. Der seltene Pferdeschwanz. So. Die müssen hier mit bei sein, genau. Aber wir haben 10 Stück, also es kann gut sein, dass wir da gerade welche neu gefunden haben. Das war so ein Dämmerfänger, der da geschwommen ist. Den haben wir zum Glück auch schon. Zumindest einmal. Wherever in this world I Weihsalbe. I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Also man kann die Fische ja auch für Kochrezepte und so nehmen. Was nicht unbedingt nötig ist, glaube ich, aber... Time to go. Das ist hier noch drin. Achso, das ist genau. Ach, wir müssen da drüben hin. Okay, ich dachte, das wäre hier. So, ich sollte mir das jetzt mal durchlesen. Was brauchen wir da? Zwei, 4, 6 von beliebiger Fischer. Also im Endeffekt macht es keinen Sinn, irgendwas anderes zu angeln, weil die sind am häufigsten vorhanden und die beißen am schnellsten an, finde ich. Sei denn, man macht so einen Mist wie ich hier gerade. You've got it! You got it! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Einer ist gerade rückwärts geschwommen. Oh, nice. Läuft bei dem. Close, so close! So, 2 haben wir. What is it? Is it another Paimon? Ja. Sind manchmal so ganz close. Also sie haben nicht so eine große Reichweite und sie zappeln nicht so viel, ja. Das ist das Problem. Ja, eigentlich wäre es auch schlau, was von den anderen zu fangen, weil die braucht man ja sowieso, aber die kann man dann auch so fangen. Ja, war mir klar. Was sind das andere für Fische? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, dumme Fische. Jetzt habe ich das Problem. Yeah,
Ja, die gehen auch noch ganz gut. Ah, was sollte ich doch hinkriegen? In einer Minute 2 Fische. Victory is almost ours. So. Whoa, nice catch. So close, so close. Whoa, nice catch. Ich muss auch noch mal schauen, was ich abgeben muss, um die anderen Köder zu bekommen. You've got it, you got it. Whew, that was a tough fight. So close, so close. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. You've got it, you got it. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. So, 9 Stück haben wir gefangen. So, das kommt halt erst und ich glaube, auch der nächste Story-Abschnitt kommt dann erst mit dem, weil da ist ja so ein Story-Symbol gewesen. Ich vermute mal, dass das dann erst kommt. Also gehen wir nach Mondstadt gucken und dann können wir zur Not uns noch schnell Köder. Weiß nicht, ich könnte glaube ich noch ein bisschen was schmieden und noch ein paar Sachen kochen. Dann können wir noch zumindest 1, 2 Stufen. Ist jetzt auch nicht so notwendig, aber... Ist eigentlich eine Battle Pass Aufgabe? Vom Fisch-Event? 5 besondere Fische. Okay. So, von hier sieht man zum Glück die Sachen. Super, wir brauchen halt so viel von den normalen Medekas. Die anderen 10 leider nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Das Problem ist, wir brauchen die Köder. Ohne die Köder kriegen wir wahrscheinlich bei dem Event auch beim nächsten Tag ein bisschen Probleme. Deswegen fangen wir mal noch 1, 2 Medekas. Ich glaube, wir müssen fürs andere auch Medekas abgeben, ne? Ich glaube, für alle Köder. Das sind keine normalen Medekas. Ne. Alter. Was ist das für ein Fisch? Er hat 5-mal angebissen. Ah. Ein Eisenmedecker. Ah, es war nur der eine. Okay. Aber also, das sind alles Eisenmedecker, aber der eine war auf lila. Da bin ich mal gespannt. Ob es Gold noch gibt und so. Das ist ein Schmetterlingsfisch, dafür bräuchten wir das andere, ne? Ich habe mir zum Glück schon ein paar Angelspots ja markiert. Deswegen ist das jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber... Ich bin halt immer noch gespannt, wo bitte die eine Quest ist, die uns noch fehlt.
in Mondstadt. Ich bin so oft ja überall rumgelaufen. Ich habe ja sogar schon im Schatzkompass alle Schätze probiert zu finden. Deswegen habe ich auch keine Ahnung. Ja, wow, moin. Nur hier dumme... You've got it! You got it! Whoa, nice catch! Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock, die anderen Fische zu fangen. Das machen wir irgendwann anders. So. Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. Ja, super. Und bitte beißen die jetzt an. Ich hab nur die anderen. Ugh. Clear weather all around brightens the heart. Boah, hier habe ich immer ewig probiert, die hier zu fangen, so. Aber im Endeffekt kriegt man die jetzt bei Dings viel, viel einfacher, zum Glück. Oh, da ist wenigstens einer. Das müsste ein Medecker sein, ja. Ob hier nur 2 Fische sind, weiß ich nicht, aber egal. Ich glaube, einmal haben wir uns Köder schon gekauft, ne? Das heißt, wir bräuchten jetzt nochmal 3, glaube ich. Ja, in Liyue muss es, in Mondstadt muss es aber noch mehr geben. Hier habe ich noch 2, genau. Aber es muss noch mehr geben, weil das sind zu wenig. In Liyue habe ich, glaube ich, schon mehr gefunden fast. Time to go. Aber ist sowieso egal, weil ich eh nicht überall immer fische, also. So, hier sieht's doch nice aus. Victory is almost ours! Whew, that was a tough fight! Ja, mit dem Event ist jetzt halt wenigstens wieder so ein bisschen was man machen kann. Weil wenigstens lohnt sich dadurch ein bisschen. Und so kriegt man halt jetzt sowieso die Fische, um den Rest dann halt zu holen. Das finde ich halt. Also bisher fehlt ja so der Ansporn. Wenn man nicht gerade die Waffe haben wollte, war da jetzt nicht so bei. Oder halt nicht unbedingt sein Aquarium mit Fischen vollstopfen wollte. Jetzt nicht so. Vielleicht für den Erfolg. Wenn es jetzt so Urgestein für jedes Mal den ersten Fisch fangen zum Beispiel, das hätte ich cool gefunden. Dass man jetzt, sagen wir mal, 10 Urgestein für jede Sorte einmal bekommen hätte oder so. Dann wäre es halt eine Herausforderung gewesen, oder? One with nature. There is no escape. Inazuma shines eternal. So, irgendein... Oh, der ist... Oh. Oh, das ist ein ganz großer Fisch. Also ein ganz guter. Der ist auf jeden Fall lila. Hey, was? Der ist gerade mal blau, aber ein Kristallfisch, okay. Ja, jetzt habe ich die Waffe. Und nun brauche ich noch die Verfeinerung.
Aber du hast ja eh die andere Waffe. Für dich ist die Waffe ja sowieso nicht so interessant. Deswegen, also... Ach, Zierfische sind lila. Ah, okay. Ich dachte, es gibt von allen eine seltene Variante. Okay, dann gibt es gar keine goldenen Fische wahrscheinlich. Nicht Wasser abgebildet auf der Karte. Das ist wohl kein Wasser, das ist einfach nur irgendwo oben. Schon. Achso. Macht die auf ihn so viel Sinn? Time to go. Nee, es ist eine kostenlose Waffe, ja klar. Gut, na, ja gut. Aufladerate ist halt so die Frage. Wenn du ihn als Support und so spielst oder halt nur wegen seiner Verteidigung, also wegen seinem Schild und so ein Kram, dann macht es natürlich Sinn, weil du ihn ja dann nur in gewissen Situationen zum Protect brauchst und dann ist es halt nicht mal schlecht, wenn er halt weniger Cooldown auf der Ulti zum Beispiel hat und so. Also weniger Cooldown ja nicht, Aufladerate. Also weniger, mehr Aufladerate, so rum. Weniger lange laden muss, um die einsetzen zu können. Time to go. The wind knows me. Ja gut, ist immer so eine Sache, ne, auf was du die Charaktere spielst und so, ne, wenn du natürlich einen Charakter hast, ich glaube, er kann nicht so viel mit Elementarkunde anfangen, okay, Angriff, wahrscheinlich spielt man ihn jetzt nicht unbedingt auf Damage, deswegen... One with nature. Das wäre jetzt ein fieser Angelspot. Und da einer ist, ich habe da noch nicht nachgeschaut. Aber in Liyue gibt es, glaube ich, nur die Zuckerdings-Medecker, ne? Also die gibt es, glaube ich, nur in Monster, die normalen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss es doch noch irgendwo einen Spot geben. Also gerade hier an der Küste kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein Spot mehr ist. Aber hier sind zwei und dann muss doch da noch irgendwo einer sein. Time to go. Okay. Wo ich gar nicht geguckt habe, ist hier so flussmäßig. Die normalen kann man auch in Liyue finden, weil ich habe nur die Zucker immer gefunden, glaube ich. Ich will auch nur noch einen davon oder zwei finden, die ich brauche da. Ich weiß nicht, ob es hier im Eiswasser irgendwas gibt. I love it when it snows. The world falls completely silent. And I can sleep undisturbed. Ja, dann muss ich gleich mal Liyue absuchen. Was ist das hier mit den beiden Füchsen? Hat das irgendeinen Sinn? Also ist das für irgendwas? Ist das irgendwie ein Secret oder so? Time to go.
Time to go. Okay, hier scheint nichts zu sein. Gut, dann Leo. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwo ein Angelspot. Den habe ich nicht gefunden, aber da wäre noch einer auf der Insel. Das habe ich noch vergessen. Jetzt habe ich wenigstens kein Problem mehr bei denen. Ich hatte da mal über 100 von und irgendwann war ich runter auf 20 oder so und dann musste ich die wirklich schon mal wieder farmen. Und jetzt kriegt man die ja ohne Ende wieder. Das ist gut. Time to go. LOL. Ja, moin. Nur die dicken Fische. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorne nichts ist, aber da habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt. Ich finde es schade. Woanders habe ich den Angelspot doch von Weitem gesehen. Warum ist das hier nicht der Fall? Eigentlich, das habe ich den... Habe ich bei dem einen noch nie was geangelt, oder... Ach doch, hier kann ich die normalen auch fangen, ne? Das müssten die normalen sein. Ja, super. Achso, und das eine ist jetzt einfach dieser Tierfisch da, ne? You've got it! You got it! Ich dachte, dass es da jetzt noch verschiedene Seltenheitsstufen und so gibt, oder ist das ja nicht mal so interessant. Wow, nice catch! Das Doofe ist halt wirklich, dass man von den normalen so viele braucht und von dem Rest glaube ich fast gar nicht. Deswegen, wenn hier schon noch mal 2 sind, dann fange ich mir die auch noch mal und dann... Dann kann ich mir die Köder holen und dann muss ich eh beim Event da ein paar fangen und dann... Du hast dir die Waffe jetzt schon geholt, ne? Mit dem Angeln oder was? Ich habe halt mit Absicht aufs Event gewartet, weil ich halt mir schon gedacht habe, dass man da eh angeln muss, also... Brauche ich das da nicht. Aber gut, bis du da die alle Sachen zusammengefallen... Du musst ja jedes Mal genauso viel abgeben für die Waffe, um die zu verfeinern. Gut, das ist halt der Vorteil im Gegensatz zu der anderen Waffe. Du kannst sie halt auch verfeinern, aber ich weiß nicht, wie gut der Effekt ist, was der nochmal bringt, genau. Ja, und diese Angelroute, ne, bis man die freigeschaltet hat, fängst du so viele Fische. Und vor allem, du brauchst hier die normalen Medecker. Okay, die Eisenmedecker habe ich bald. Die Giftstichlinge, Alter, 20 Stück. Herkunft beim Angeln, okay, super, Beschreibung. Gut.
In Liyue konnte ich mir, glaube ich, nur das Dings holen, ne? Das, Aquarium. Und das war's, glaube ich, ne? Oder gab's da noch? Auch eine Angel gab's da, ja gut. Die gibt's überall. Aber wenn man jetzt die Eventangel, wahrscheinlich ist die Eventangel besser als die anderen Angeln. Man kann sie überall benutzen. Also, ja gut, den Schaden, das ist halt auch nicht so verkehrt. Aufladerate ist halt... Spezialfähigkeiten, zählt da Fähigkeiten, also zählt die Ulti auch mit dazu, ne? Weil gerade wenn du das Artefakt-Set hast, was nochmal von Raiden den Damage um 75% boostet und das hier und das verfeinert, erhöht das dann ja nochmal mehr, dann sind das ja schon so 30%, über 30. Und dann noch Crit auf die Spezialfähigkeiten, das ist halt schon, kann auch nice sein, ist natürlich schlechter als die, ist nur die Spezialfähigkeit, also nicht das andere auch. Das andere ist die Elementarfähigkeit, ne? Das ist so ein bisschen... ja, ich kenne es halt aus anderen Spielen alles ein bisschen anders, deswegen ist es immer so ein bisschen verwirrend. Oh, du brauchst hier... Ach, du brauchst hier so ganz komische Fische. Okay, die Kugelfische findest du an jeder Ecke. Die bitteren Kugelfische, okay. Ach, du brauchst andere als für das Dings, okay. Ja gut, das ist dann deutlich einfacher zu kriegen. Okay, das Sake-Gefäß kriegst du schneller als die Waffe selber. Also sollte ich... Und du brauchst zum Glück andere Sachen als für den Speer. Das heißt, wenn du regelmäßig alle fängst, kannst du dir irgendwann alles holen, aber... Ja, aber hier ist halt ein Quest-Symbol, hier ist ein Quest-Symbol und hier. Deswegen geht die Quest definitiv noch weiter. Um die Fischarten von Tevia zu schützen, kannst du maximal 50 Fische pro Tag im Übungsbecken fangen. Das Übungsbecken, dadurch, das spawnen die immer wieder, oder? Achso, nee, hier beim Event. 50 Fische, okay. Verschiedenen Orten und verschiedenen Zeiten. Okay, wir haben jetzt ja beide Male schon die besten Belohnungen. Ah, hier kommen dann bestimmt andere Fische und deswegen Meister des Köderwassens. Dann guck mal. Da musst du wahrscheinlich die ganze Zeit in dem Balken bleiben und darfst den Balken nicht verlassen oder so. Das wird spannend. Und das hier, was ist das eigentlich? Noch nicht freigeschaltet. Sind das Flügel? Nee, das ist der Fisch, ne? Das ist der Mondfisch. Vielleicht kann man den danach immer fangen. Das kann natürlich sein, was auch immer man damit machen kann. Aber hier kriegt man halt auch eine Angel. Die für den Mondleviathan. Aber soll ich ja statt auch gewöhnliche Fische fangen. Aber das scheint so übertrieben zu sein. Schämen könnte, es so benutzt zu werden. Aber du kannst damit normale Fische anscheinend fangen. Fische zappeln und deine Erfolgschance erhöhen. Ja. Gut, an dieser Stelle soll es das für heute aber gewesen sein. Ja, ich werde jetzt fürs Essen gehen und so weiter. Ich werde jetzt heute, glaube ich, auch nichts mehr anderes machen, also nichts mehr anderes streamen. Ich werde nachher noch ein paar Sachen fertig machen und so. Wie gesagt, ich habe ja letzte Nacht nicht so viel geschlafen. Beziehungsweise das Einzige, was wir jetzt noch mal schnell machen. Wobei, nee, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Na, obwohl doch. Wir gehen nochmal in die Kanne. Wir können mal gucken, was wir noch für Zierfische haben, aber ansonsten war es das jetzt für heute.
Das... Oh, wer kann nochmal hier das abholen? Aber This realm is... Wir werden morgen auf jeden Fall dann was anderes spielen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. Ich finde es schade, dass sie das nicht so weitergemacht haben, dass es irgendwann mit jedem Update immer ein Stück weiter geht, diese ganzen Sachen, weil ich die ganz cool finde. Aber wobei... Oh, hier sitzt die Katze. Lol, die Katze sitzt ja am Fischbecken. Das ist ja lustig. Ist das da immer? So, den haben wir. Okay. Ich kann eh nur 5 Fische, ne? Das finde ich... Ich hoffe, dass man das irgendwie erhöhen kann, aber anscheinend nicht, oder? Weil ich finde es ein bisschen wenig. Morgen ist Fortnite-Event. Ist morgen Live-Event? Nächste Season oder was? Schon? So, ich werde jetzt aber das Spiel beenden. Bis dann.